Ja, sehr gut. Es sind immerhin, glaube ich, dann gleich mehr, auch immer noch gleich mehr Leute unten als oben auf dem Podium und dann kann man so eine Veranstaltung machen. Aber man merkt auch, die Studierenden, wie sie jetzt heißen, sind auch die in der Sonne liegenden, die dann, glaube ich, lieber noch was anderes machen als heute Morgen war es nämlich voll und jetzt scheint die Sonne, naja, deswegen sind die Reihen, haben sich etwas gelichtet. Umso mehr begrüße ich Sie alle und freue mich hier beim Kongress Zukunft Europa, wenn wir über Autoritarismus reden. Es kann ja auch am Thema liegen, vielleicht ist das zu autoritär oder so, ich weiß es nicht. Also es ist eine zweistündige Veranstaltung, die aber geteilt ist. Und zwar haben wir erstmal 3 relativ kurze und auch kurzweilige und mit Filmbeispielen, ja, Impulse würde ich mal sagen. Das eine ist ein Filmausschnitt, auch das eine ist ein Vortrag und Vortrag mit Filmausschnitt. Danach werden wir alle hier, ergänzt durch 2 andere Teilnehmer, auf dem Podium sitzen und diskutieren und auch mit ihnen diskutieren über, glaube ich, vor allem ein brennendes politisches Thema, was zwangsläufig Europa betrifft. Bei Autoritarismus, dem neuen Autoritarismus, meinen wir natürlich nicht zuletzt auch das, was man so, wie ich finde, etwas verharmlosend Rechtspopulismus nennt. Also für mich ist es so, ein Populist ist Markus Söder. Es geht ja eigentlich dann schon eher um Rechtsextremismus und um Antidemokratismus. Und das wollen wir Herrn Söder nicht unterstellen, dachte ich. Aber es geht natürlich bei dem Thema auch ein bisschen darum, dass es wahrscheinlich zu kurz gedacht ist, wenn wir über Europa reden, dass man allem, was rechts und rechtsextrem ist, unterstellt, in irgendeiner Form gegen Europa zu sein oder europaskeptisch zu sein. Viele Rechte sind für Europa, die sind nur für ein anderes Europa. Das ist dann mal das Abendland und mal ein neues Imperium und mal ein eigenständiger neoliberaler Wirtschaftsraum und mal ein eigenständiger politischer Raum mit gleichem Abstand zum Westen und zum Osten und mal ist es ein Eurasien, was zum Beispiel Martin Lichtmess, einer der filmisch durchaus gebildeten Vordenker der Rechtsextremen in Deutschland, neulich in einem Vortrag skizziert hat. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir uns mit diesen Vorstellungen auseinandersetzen und sie nicht so ignorieren oder uns glauben, einig zu sein, dass wir wissen, was darunter zu verstehen ist und wie wir uns dem gegenüber zu positionieren und zu verhalten haben. Das mal so als ein paar Vorgedanken. Ich begrüße sehr, Sie können auch gleich nochmal einzeln applaudieren, ich begrüße sehr, oder nein, gleich nochmal gemeinsam applaudieren, jetzt mal einzeln, in der Reihenfolge, in der Sie dann hier vortragen werden, den Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, der gleich als erster nach oben kommt und dann, ich sage nur kurz, wer da ist, dann ist der Filmemacher Jan Bonny da, der auch einen Film hier hat, der Panther, der, glaube ich, fast parallel läuft, insofern muss man sich jetzt schon entscheiden, vielleicht sind die Studis alle im Panther und müssen sich vorher nochmal Rilke durchlesen, ich weiß es nicht. Und dann haben wir Alex Wissel, bildender Künstler, und die werden alle 3, ja so, ich sag mal, was präsentieren. Und danach sind sie hier auf dem Podium erweitert um Elisabeth Bronfen, Kulturwissenschaftlerin aus Zürich, und Roger Behrens, Philosoph aus Hamburg. So. Dies ist das. Genau. Stimmung. Gut, und jetzt fangen wir an, ohne lange Umschweife. Markus Stiegelegger. Ja, ist ein bisschen gelichtet hier und es tut mir auch sehr leid, dass, hier ist eine Säule inzwischen, dass gerade die jüngere Generation hier so unterrepräsentiert ist, denn tatsächlich ist der Anlass für den Vortrag gewesen, dass ich in einem Seminar zur Medienethik das Video Kunstfreiheit von Danger Dan analysieren ließ und dabei rauskam, dass die meisten Studierenden, also die ich unterrichte, so Anfang 20, sie wussten meistens, wer Danger Dan ist, aber sie wussten zum Beispiel nicht, wer Götz Kubitschek ist. Und sie wussten letztendlich nicht, um welche Leute es in diesem Lied geht. Und das gab mir dann doch auch zu denken und ich habe mir dann überlegt, es ist sehr wichtig, dass man lernt, zu verstehen, wie die neue Rechte und speziell die popkulturell orientierte neue Rechte funktioniert, also wie diese Thesen überhaupt gestrickt sind, damit man in der Lage ist, das erstens zu erkennen und zweitens
überhaupt Argumente dagegen dann zu entwickeln. Denn tatsächlich, wie wir gleich sehen werden, sind die Grenzen oft gar nicht so leicht zu identifizieren. Und deswegen möchte ich einsteigen, auch wenn es ein bisschen wehtut, mit einem rechtsextremen Hip-Hop-Song der Band oder des Musikers Komplott mit dem Titel Europa. Da gucken wir uns jetzt mal die ersten 1,5 Minuten an. Ja, vielen Dank. Wir können jetzt die Präsentation. Ja, das ist ein Lied, das ist schon einige Jahre jetzt alt, aber tatsächlich würde ich nicht garantieren, dass wenn ich das unvorbereitet Studierenden zeigen würde heute, dass alle sofort verstehen, dass das tatsächlich ein rechtsextremes Stück ist. Und das liegt daran, dass die Definitionen von Begriffen, die hier verwendet werden, zum Teil einfach unklar geworden sind und auch verwischt werden. Und aus diesem Grunde möchte ich jetzt einen genaueren Blick auf neurechte Popkultur und ihre Quellen werfen und hoffe, das ein bisschen erhellend in der kurzen Zeit präsentieren zu können. Ich brauche die Präsentation jetzt, bitte. Ja, genau. Ja, also was wir hier gesehen haben, ist nochmal, das erste links oben ist das Lambda-Symbol, das ist das Symbol der identitären Bewegung, das dürften einige vielleicht erkannt haben. Was es damit auf sich hat, kommt noch. Dann natürlich wichtige Zeilen hier, Europa weint, es liegt Invalide im Sterben und es ist Zeit zur Verteidigung des eigenen. Das sind genau die Dinge, die hier in diesem Lied beschworen werden. Wenn wir uns angucken, aus welchem Kontext diese Band, also Komplott, oder das ist eigentlich ein Musiker, der Kollaborationen macht, der kommt aus dem Kontext der Kontrakultur Halle, auch etwas, was nicht mehr in der eigentlichen Form wie vor einigen Jahren noch existiert, was aber natürlich personell immer noch präsent ist. Dann muss man sagen, das ist tatsächlich die repräsentative Popkultur der identitären Bewegung vor wenigen Jahren gewesen. Der Titel des Vortrags Festung Europa bezieht sich natürlich darauf, auf Phrasen, die in dem Stück schon zur Geltung kamen, die aber auf Demonstrationsumzügen und auf Plakaten immer wieder von der identitären Bewegung präsentiert werden. Einmal haben wir natürlich die Fahne der IB, der identitären Bewegung, nämlich die gelb-schwarze Fahne. Das kann auch umgekehrt sein, also das gelbe Symbol auf schwarzem Hintergrund, aber das ist eigentlich die Farbkombination mittlerweile. Dann auch die Idee, dass Europa etwas ist, was verteidigt werden muss, was quasi in den letzten Zügen ist und wiederbelebt werden muss. Also all diese Ideen sind verbunden mit dem Europabild der neuen Rechten.
Das Logo, das hier verwendet wird, ist das sogenannte Spartiaten-Logo. Es ist ein Lambda, gelbes Lambda auf schwarzem Grund. Und woher das kommt, werde ich noch sehr genau nachweisen können. Streng genommen ist es ein Logo, das mit den Elitekämpfern der Spartaner verbunden wird, den Spartiaten. Aber das ist eigentlich nicht so fern von einem historischen Mythos, der im Grunde dann popkulturell aufbereitet wurde. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Was tatsächlich in der politisch linken Aufklärung immer wieder vorkommt, ist die Ähnlichkeit des IB-Logos zu dem SA-Logo. Da gibt es tatsächlich, gewisse Ähnlichkeiten, keine Frage, aber meine These wäre tatsächlich, dass der Bezug zu dem Spartaner-Emblem tatsächlich wesentlich wichtiger ist und ich werde begründen, warum. Die Kombination der neuen rechten Farbkombination gelb-schwarz ist auch tatsächlich direkt verbunden mit den amerikanischen Proud Boys. Das ist ebenfalls eine, wenn man so will, neue rechte Bewegung im Kontext der Alt-Right in Amerika, die kurioserweise mitbegründet wurde von Gavin McInnes. Das ist einer der Mitgründer der Zeitschrift Vice Magazine. Vice Magazine ist ja lange Zeit, auch nicht mehr, aber war lange Zeit ein wichtiges Outlet popkultureller, auch Politikbildung interessanterweise. Und Gavin McInnes ist tatsächlich eine Kultfigur gewesen, längere Zeit dieser Alt-Right-Jugendbewegungen. Er ist auch eine Hipster-Figur, könnte man sagen. Und wie er sich hier präsentiert, tatsächlich hat er das Fred Perry-Shirt, das ja in der rechten Szene immer wieder diskutiert wird, obwohl die Firma sich zu Recht natürlich gegen diese Vereinnahmung wehrt. Er hat diese Kombination gelber Lorbeerkranz auf schwarzem Shirt auch immer wieder forciert. Ich habe auch mit Leuten in Läden von Fred Perry darüber gesprochen und die sagten, dass die Firma zeitweise ausgesetzt hat, diese Kombination zu produzieren, weil sie die Vereinnahmung durch die Alt-Right und durch die neue Rechte nicht unterstützen wollten. Aber das hilft alles nichts, denn die identitäre Bewegung hat ihre eigenen Merchandising-Outlets und das Interessante ist, und das überrascht auch manchmal Leute, die sich damit nicht gezielt beschäftigt haben, man kann das nicht absehen, an welchen Personen solche quasi Symbole dann auftauchen. Das mag einmal auch auf der klassischen, in dem Fall blauen Bomberjacke vorkommen, es mag aber auch auf einem Shirt einer jungen Frau in Dänemark in dem Fall vorkommen, die man nicht auf den ersten Blick mit Klischees verbindet und das ist der wesentliche Punkt. Wir haben hier also eine ganz dezidierte Form der rechten Popkultur, die eben entsprechend sich verbreitet hat, auch in Bereichen, die man vorher damit nicht verbunden hat. Also ich denke, das Foto ist da ein gutes Beispiel für. Wenn man nach den ideologischen Quellen zunächst mal sucht, muss man relativ weit ins 20. Jahrhundert zurückgehen, denn es beginnt eigentlich mit Oswald Spengler und das wird uns jetzt nicht unbekannt vorkommen, der Untergang des Abendlandes, das zweibändige, sehr einflussreiche und erfolgreiche Werk damals, das heute noch zitiert wird und immer so als Assoziationszeile, also der Untergang des Abendlandes als so eine Art geflügeltes Wort im rechten Jargon ist, denke ich, nicht zu bestreiten. Das zweite ist eher die spirituell rechtsesoterische Variante Julius Evolas Revolte gegen die moderne Welt, also diese Idee, dass die Moderne selbst ein Problem ist für die heutige Definition von Europa, für die These, warum Europa tatsächlich im Sterben liegen könnte. Revolte gegen die moderne Welt. Bei Evola ist es so, der ist auch eine Kultfigur in den 60er Jahren schon der italienischen neofaschistischen Bewegung gewesen und er richtet sein Denken aber nach dem Kastensystem im Hinduismus aus. Also er ist wesentlich abgedrehter, als man jetzt bei Oswald Spengler, der ja eher so eine Art prophetischer Historiker sein wollte. Und dann haben wir Armin Mohler, der ein ganz direkter Vorläufer des deutschen Zweiges ist, also ein direktes Vorbild auch von Götz Kubitschek, den ich eingangs ja auch schon erwähnte, und der mit die konservative Revolution in Deutschland von 1918 bis 1932 seiner Dissertation bei Karl Jaspers interessanterweise wirklich so ein Handbuch der konservativen Revolution hinterlassen hat, auf das sich viele dieser Leute immer wieder auch beziehen. Der Begriff der abendländischen Kultur tritt in diesen Konzepten langsam an die Stelle des Begriffs Rasse, der natürlich mit dem Dritten Reich dann
auf eine bestimmte Weise verbrannt ist, um mal diese zynische Metapher fast schon zu verwenden, und ruft weiterhin aber zu einem Kulturkampf auf. Also es geht weiterhin um Kulturkämpfe, und wenn wir auch in der gegebenen Kürze ganz direkt noch auf den Anfang der identitären Bewegung verweisen wollen, dann ist das in Frankreich durch Alain de Benoist, der ja auch die Nouvelle Droite vertritt, also ein bekanntester Name vermutlich ist. Und deren Ideologie ist es, gegen die Globalisierung, gegen den Multikulturalismus, gegen die Islamisierung in Europa, gegen außereuropäische Migration einzutreten und gegen den sogenannten, oft zitierten kulturellen Marxismus der Linken, also diese Gleichschaltung, den Vorwurf der Gleichschaltung auf sprachlicher Ebene auch, der hier verbunden wird. Da kommt immer die Frage, ja, was ist denn das eigentlich, kultureller Marxismus? Im rechten Jargon gibt es tatsächlich eine sehr klare Definition davon. Und das meint eben das Sprachverbot, die Cancel Culture und all diese Tendenzen. Es geht aber für einen europäischen Nationalismus, was das sein könnte, gleich mehr, und für eine kulturelle Homogenität. Also es geht tatsächlich, wie Rüdiger Suchsland eingangs sagte, darum, ein anderes, ein eben rechtes Europabild zu entwerfen, und wie das aussehen könnte, wie gesagt, gleich mehr. 2003 gründete sich der Bloc Identitaire, das ist in Frankreich dann der Beginn, deswegen ist es auch jetzt hier als gelb hervorgehoben, der identitären Bewegung in Frankreich, die sich dann in Österreich, Martin Sellner ist da lange der wesentliche Name gewesen, dann in Deutschland, speziell durch Kontrakultur Halle, quasi nach und nach überall ausprägte. Der Begriff des europäischen Nationalismus ist auch gespeist durch ein Konzept von 1968 des bretonischen Nationalisten Jan Fauré, 1968 wie gesagt, der ein Europa der 100 Flaggen entwarf. Und das ist ein Konzept, das zum Beispiel die National Front in England gerne verwendet hat als ein Argument, dass nämlich im Sinne des Mittelalters diese ganzen Regionen als europäische Bausteine dann verwendet werden und man quasi ein neu strukturiertes, komplett nordwesteuropäisches Europa sich vorstellen kann. Ein postliberales, paneuropäisches Netzwerk ist dann das Ziel gewesen und in gewisser Weise dadurch auch ein Multikulturalismus von rechts, der aber nichts mit einem Multikulturalismus durch Einwanderung von außerhalb Europas natürlich zu tun hat. Und die Idee, Europa in kleine, selbstverwaltete Föderationseinheiten zu teilen, geht noch weiter wieder zurück eben in diesen Bereich der konservativen Revolution, Moltke, also im Kontext des rechten Widerstandes gegen Hitler. Deswegen gibt es auch in der neuen Rechten sehr viele Leute, die natürlich sagen, wir wollen mit Hitler nichts zu schaffen haben, eigentlich zumindest nach außen hin, weil sie im Grunde genug Gewährspersonen haben aus dem konservativen Revolutionskontext, der eben auch sich gegen Hitler tatsächlich gewandt hatte, aber natürlich trotzdem mit rechten Zielen. Die identitäre Bewegung wird ab 2012 in Deutschland auch festgestellt. IBD ist die offizielle Abkürzung und hat ihr Zentrum eben in Halle, in einem Jugendzentrum dort und hatte einen massiven Einfluss oder hat immer noch einen massiven Einfluss aus dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda. Das ist eben dieser Think Tank, dieser Rechtsextreme um Götz Kubitschek und Ellen Kositzer und einige andere Figuren. Dort wurde der Begriff des Ethnopluralismus, der momentan wirklich oft in den Nachrichten und so weiter immer mal wieder zitiert wird, ausgeprägt. Und zwar geht der ähnlich wie die bisher vorgestellten Konzepte davon aus, dass Ethnien nicht biologisch, sondern nach Kulturkreisen differenziert werden sollten. Und die Kritik bezeichnen ihn als Rassismus ohne Rassen. Denn es geht nicht mehr eben um diese strikte Unterteilung nach Hautfarben, angeborenen Merkmalen, sondern es geht jetzt um kulturelle Eigenheiten. Und es geht nicht um die Überlegenheit bestimmter Kulturen, sondern um die Trennung, dass also jede Kultur in ihrem eigenen Bereich bleiben sollte. Also dass das natürlich aber Implikationen hat, ist keine Frage. Die Werte, die die identitäre Bewegung vertritt, sind, zitiert wörtlich nach also den Quellen, die es beim Antaios Verlag und so weiter gibt, Tradition, Heimat, Familie, Kultur, Volk, Staat, Ordnung und Schönheit. Und das sind Schlüsselbegriffe, die immer wieder auftauchen und die Aktionen, die verwendet werden, sind
Flashmobs, Stürmungen von Kulturveranstaltungen oder Besetzungsaktionen. Und das Ziel ist dabei, quasi das letzte Ziel, und das ist der nächste Begriff, der für uns natürlich hier in der Diskussion immer wieder eine Rolle spielt, die Remigration illegal eingewanderter bzw. nicht assimilierter Einwanderer. Das ist ein Zitat, wobei man, das wissen auch die meisten, denke ich, dass eine rechte Neuinterpretation des Begriffs Remigration ist, denn Remigration bezeichnete eigentlich die Rückkehr von vor totalitärer Herrschaft Geflohenen zurück nach Deutschland. Und darauf hat sich Höcke in dem Interview letzte Woche auch nochmal bezogen und hat so getan, als wäre damit nie eine Form der Ausländerfeindlichkeit gemeint gewesen. Also es ist im Grunde das Sprachspiel, es geht um neue Definitionen und Neukodierungen. Die letzte Folie ist, die identitäre Bewegung kann als ein jugendlich-popkultureller Arm der Metapolitik begriffen werden, wie sie im Thule-Seminar seit den 80er Jahren gelehrt wird, nämlich sie will keine Parteipolitik, sondern sie will indirekt einwirken, indem sie gesellschaftliche Debatten auslöst. Und wir müssen leider zugeben, das ist ihr gelungen. Ja? Und deswegen müssen wir uns auch hier jetzt damit auseinandersetzen. Es geht also um einen langfristigen Einfluss und grundlegende Veränderungen. Und erst mit der AfD rückten politische Aktionen Aktionen in den Mittelpunkt in der Hinsicht, dass es um Parteipolitik dann geht. Und Defend Europe und diese Idee der Festung Europa wurde am deutlichsten in einer Aktion, wo eben Mitglieder der identitären Bewegung im Mittelmeer patrouillierten, um eben Schiffe mit Migranten direkt abzuwehren. Also es ist so, dass das im Grunde die militanteste Aktion ist in diesem Kontext. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt meines Vortrags und gleich auch zu einem zweiten Filmausschnitt. Dabei wird ein direkter Rückbezug auf den Mythos um Sparta und die sogenannten 300 Krieger, die quasi weitgehend gefallen sind im Kampf um die Verteidigung der Festung, in dem Fall Griechenland, gegen die Perser, aber der Festung Europa. Und 300 ist ein Comic von Frank Miller geschrieben, ein Kultcomic kann man sagen. Frank Miller ist nicht frei vom Verdacht des Rechtsintellektuellen und dieser Tendenzen. Aber wir gucken uns jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Film, der daraufhin gedreht wurde. Also das ist so der Stil des Comics, also es ist ein extrem martialisches Comic und konzentriert sich sehr stark auf diese Idee. Und wir sehen hier rechts unten auch den Schild mit dem Lambda-Symbol, das die identitäre Bewegung übernommen hat. Aber wir gucken uns jetzt diesen Filmausschnitt an aus 300, 2 Minuten nur, aber wir müssen den einfach sehen, damit wir verstehen, was da dieser direkte Bezugspunkt ist. Now, that's a bit of a problem. See, rumor has it, the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers have found that kind of nerve, then... We must be diplomatic. And of course, Spartans have their reputation to consider. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Madman. You're a madman. Air and water. Well, you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness.
This is Sparta! Ja, das ist, denke ich, eine sehr legendäre Szene aus der Verfilmung des Frank Miller Comics von Zack Snyder, ebenfalls einem Regisseur, der nicht über den Verdacht des rechten Interesses und Auslegens erhaben ist. Und wenn wir quasi vom Comic ausgehen, sind die Stereotype in 300 zunächst mal ein Feindbild der fremden Kultur. Xerxes, also der Anführer der Perser, erscheint überlebensgroß, aber genderindifferent und eitel. Sein Kennzeichen der Dekadenz sind sein Körperschmuck, also Piercings und so weiter, seine freie Sexualität, die in Orgien präsentiert wird, und Zoophilie, also quasi, dass Tiere in die Sexualität involviert werden. Und im Kampf um die Sprache ist es die queere Bewegung, die als explizites Feindbild der identitären Bewegung ja auch herhält. Also ich will kurz das Bild zeigen, hier rechts, überlebensgroß natürlich auch noch, ist Xerxes zu sehen mit also diesem ganzen dekadenten Schmuck und so weiter und der genderindifferenten Geste. Dann haben wir das Feindbild auf der körperlichen Ebene. Alles, was schwächlich und nicht normativ ist körperlich, wird von den Spartanern abgelehnt. Wir sehen selbst, wie sie schwächliche Säuglinge töten am Anfang, wie die jungen Krieger, also die Jungen, wenn sie so in die Pubertät kommen, dann isoliert werden und in die Kälte und in die Natur geschickt werden, um sich zu bewähren. Und es gibt eine Verherrlichung des sportiven, martialisch-normativen Körpers. Dabei ist es so, dass das Feindbild des nicht-normativen Körpers hier total übertrieben im Film, auch in Form dieses körperlich verwachsenen Verräters natürlich dann auch, der übrigens abgelehnt wird, weil er durch seine Rückgratverkrümmung nicht das Schild heben kann, um seinen Kameraden zu schützen vor anfliegenden Pfeilen. Also es ist im Grunde die Logik des Martialischen, die hier den Ausschluss auch noch begründet. Und das Ganze hat natürlich Ähnlichkeiten in der Realität mit den Mixed Martial Arts Veranstaltungen der neuen Rechten, zum Beispiel dem Kampf der Nibelungen, also einer rechtsextremen Kampfsportveranstaltung. Was hier in der Szene, This is Sparta, also dieser Begriff ist natürlich auch meme-tauglich, ist mehrfach quasi sieht man den in diesen Kontexten dann, das ist jetzt auch nicht mehr ganz frisch, ist schon klar, aber das spielt immer noch eine wesentliche Rolle. Was wir hier sehen, ist erstmal das Feindbild, auch der Bote hat natürlich Piercings und so weiter und ist eher von afrikanischer Erscheinung in diesem Fall. Dann haben wir den Vertreter der Spartaner, der als der Europäer, der weiße Europäer gegen den dunkelhäutigen Eindringling steht. Er ist König, er ist der Herrscher natürlich. Bevor er antwortet, blickt er auf das Land. Ne? Dazu hören wir natürlich quasi diesen Choral dann, um das Erhabene, um das Heilige des Landes zu betonen. Dann haben wir die heilige Familie, quasi die Frau mit den Kindern und verschiedene Familien. Dann haben wir die jungen Krieger, also das ist genau das Alter, in dem sie dann quasi ausgesondert werden. Und wir haben die Ehefrau, die dann auch die Legitimation liefert für das Todesurteil. Also er versichert sich nochmal bei seiner Königin, dass er quasi das Todesurteil vollstrecken kann. Und diese Szene ist natürlich das Maximum an Pathos, das man sich vorstellen kann und ist natürlich wirklich aufgeladen mit den Schlüsselbegriffen, die ich vorher genannt hatte, für die Werte der identitären Bewegung in einer populären Form. Wie daraus ein identitäres Narrativ wurde, kann man sagen, es gibt eine rechte Popkultur, vor allem mit Entstehen der Internet-Communities, die immer präsenter wurde, eigene Foren und so weiter generiert hat. Es gibt verschiedene Musikgenres, nicht ausschließlich, aber die auch in diesen Kontexten wichtig wurden. Pagan Metal spielt da eine Rolle, Neofolk, vor allem der deutsche Neofolk, Orplied zum Beispiel, eine Band, deren Sänger mit eben diesen Kreisen ganz selbstverständlich verkehrt. Es gibt den Orphischen Kreis, das ist eine Neofolk-Veranstaltung, wo Melanie Schmitz, die auch eine Schlüsselfigur der identitären Bewegung, dann als Singer-Songwriterin auftritt und so weiter. Dann haben wir aber auch Singer-Songwriter eben und auch Hip-Hop, ne, wie wir das bei Komplott gesehen hatten oder aber später auch bei Chris Ares, bei Runa, Neuer Deutscher Standard. NDS ist ein Label, das eben diesen rechten Hip-Hop mit verkauft und natürlich andere Medien wie Comics, Videos und Memes. Hydra Comics ist zum Beispiel ein Verlag, der neurechte und identitäre Comics verlegt
Und einer der Autoren präsentiert sich auch als Hip-Hopper, als heidnischer Hip-Hopper, Galstar, ist extrem Fremdscham, wenn man sich das anguckt, aber es ist nicht zu bestreiten, weil da ist alles drin, von Corona-Leugnung bis eben Querdenker, Mythologien, Verschwörungstheorien und so weiter. Um nochmal, und das ist jetzt das Letzte, dann bin ich auch fertig, um auf das Fallbeispiel Komplott nochmal zurückzukommen. Also wie gesagt, dieses Musikprojekt war in der Hochphase, als Kontrakultur Halle wirklich aktiv war, in Halle, sehr präsent und es ist ein Ein-Mann-Projekt in dem Fall. Es gibt nur ein Album. Dieses Album heißt Weißes Kaninchen mit SZ geschrieben. Sehr wahrscheinlich auch, weil das eine Art, also es ist natürlich wie ein Zeichenspiel natürlich wieder, weil das eine jüdisch anmutende Schreibart des Namens Weiß ist. Ne? Und das weiße Kaninchen ist natürlich wiederum eine Märchenfigur, die eben assoziiert ist. Wahrscheinlich kennen es die meisten eben mittlerweile aus Matrix, aber es ist natürlich aus Alice im Wunderland. Und das sind alles Dinge, die hier zusammenkommen. Und das wird in gewisser Weise, ja, also es ist wie so eine Art Notizzettel, wenn man sich die Texte durchguckt, dieser ganzen Motive. Und es gibt auch eine Umdeutung linker Konzepte, zum Beispiel eines der Lieder heißt ganz direkt, macht kaputt, was euch kaputt macht, und ist das Tonsteine-Scherben-Lied, aber von rechts gelesen, und das funktioniert 1:1 natürlich. Und da haben wir genau das Problem, dass nämlich es sehr schwer mittlerweile ist, einer Generation, die halt aufgewachsen ist mit dem Internet, mit diesen Foren und den ganzen willkürlichen Neukodierungen, diesen Leuten das zu erklären, warum Tonsteine Scherben nicht quasi auf diese Weise gelesen werden kann eigentlich. Und weil im Grunde das ja schon fast das quasi die Widerlegung dann ist. Auf Komplott auf dem Album Weißes Kaninchen ist natürlich das Lied Sparta muss leben mit dem Refrain Sparta muss leben, und wenn wir sterben müssen, wie es das Gesetz befahl, damit unsere Kinder erben dürfen. Also das ist natürlich auch quasi die Logik dieser Gedanken, die hier eine wichtige Rolle spielt für die Popkultur. Und die Popkultur ist tatsächlich das, also der Köder und auch das Entfaltungsfeld dieser Gedanken. Das ist übrigens kurios, auf YouTube Music ist das die Grafik, die angezeigt wird für das problemlos abrufbare Album Weißes Kaninchen, also die Original-Comic-Zeichnung aus dem Frank Miller Comic gepaart mit dem identitären Bewegungslogo. Und falls das jemanden ein bisschen auch jemand an das anderes erinnert, haben wir einen verwandten Kollegen, nämlich Kollega, der gar nicht quasi auf den ersten Blick zu rechten Hip-Hop und Popkultur gezählt werden würde wahrscheinlich, aber auch bei ihm ist es so, dass in Videos und auch in der Selbststilisierung, wie wir es hier bei seinem, das Album Nero, soweit ich weiß, dass er sich als Leonidas natürlich darstellt in diesem Fall und dass auch andere Hip-Hopper wie zum Beispiel Kollega in ihren ganz eigenen Weltbildern tatsächlich sich aus denselben Mythologien und modernen und neu interpretierten Mythologien bedienen. Ich komme zum Fazit. Hier geht es also um eine populäre Mythentransformation. Es gibt Ereignisse der Geschichte, aus denen ein mythisches Narrativ entsteht, also wie bei 300, die Schlacht bei den Thermopylen, aus der dann 300 entsteht, eine mediale Transformation, die über den Comic dann zum Film und dann eben in das Internet vor allem führt. Es gibt eine politische Rezeption und Adaption in diesem Fall. Die läuft über Memes, also indem zum Beispiel, das ist Sparta in verschiedensten Varianten dann kursiert, die Symbolik neu definiert, neu auflegt, das Ganze zum Teil mit Popmusik, also in dem Fall Hip-Hop, präsentiert und in der Selbstdarstellung der Leute, die das repräsentieren, dann auch diesen Niederschlag findet. Die Vermischung mythischer Motive und Symboliken, politischer Ideologie und Selbstdarstellung ist dabei das, was man also immer wieder feststellen muss, was auch dazu führt, dass viele Leute das nicht eindeutig identifizieren können mehr. Und da finde ich, ist ein wichtiger Punkt, also was man auch, warum ich das auch in Seminaren zur Medienethik und so weiter behandle, ist, weil ich es für total wichtig halte im Sinne der Aufklärung, dass man einfach das überhaupt erstmal erkennt, um dann auch die Neukodierung identifizieren zu können. Und das, wie gesagt, ist nicht so einfach scheinbar. Der Effekt davon ist eine seduktive Breitenwirkung, also ein verführerischer Aspekt über die Vertrautheit der Motive und Narrative,
quasi 300, war ein riesiger Welterfolg als Film, ist ein Kultfilm und macht das Ganze natürlich zugänglich, genau wie Hip-Hop als Musikform und so weiter. Es geht um ein Streben nach Konsenstauglichkeit zur Etablierung radikaler Ideologeme. Also im Sinne der Metapolitik reicht es, Ideologiebausteine im öffentlichen Bewusstsein zu etablieren oder bestimmte Worte in einer neuen Definition zu verankern, damit man gewissermaßen schon sagen kann, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Und genau in diesem Kontext bewegen wir uns. Ja, dabei würde ich es beruhen lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Ja, super. Vielen Dank, Markus. Wir machen gleich weiter mit Jan, oder? Ja? Ja, das Screening funktioniert dann auch, hoffe ich. Das habt ihr irgendwie abgesprochen oder auch nicht? Ja, den haben wir ja weitergegeben. Also du musst dann nämlich gleich nochmal sagen, welche 20 Minuten. Aber du erklärst das mal. Mikro. Hast du? Ja. Hier, eins. Ja, okay. Wir lassen jetzt den Anfang laufen von einem Film, den wir gemacht haben, wir beiden gemacht haben. Der heißt HHMKBH, was ist schlimmer als verlieren? Und ist letztlich, man könnte es als eine Art filmische Auseinandersetzung mit Martin Kippenberger und Björn Höcke verstehen. Und was sozusagen was aus dem Spannungsverhältnis dieser Zeit sozusagen der 80er Jahre, der Kunstszene in Köln der 80er sozusagen und der Gegenwart Björn Höckes und Kubitschek sozusagen der Jetztzeit passiert, also welche Verbindungen da entstehen, eigentlich, wenn man es übereinander legt. Und vielleicht noch ist es als Ergänzung, bevor du was sagst, wir haben diesen Film an einem Tag gedreht, das mit Bibiana Beglau und Thomas Schubert und einer ganzen Reihe von Schauspielern, mit denen ich sonst auch Filme gemacht habe, oder zum Teil wir auch zusammen Filme gemacht haben. Wir haben an einem Tag eigentlich, glaube ich, 90 Minuten, wahrscheinlich 140 Minuten lang einen Film gedreht, von dem wir jetzt 53 Minuten mal zusammengebaut haben. Und das eigentlich ein Film ist, von dem wir uns vorstellen, dass er erstmal gar nicht fertig wird, sondern eigentlich was ist, was in Bewegung bleibt, indem man so kontinuierlich weiterarbeitet. Also eigentlich auch ein bisschen eine andere Art, Filme zu machen als sonst eigentlich. Den Teil, wir lassen es einfach von Anfang an laufen. Es geht los in Schnellroda, das erkennt man sofort. Wir hören auf, sozusagen, wenn es ins Köln der 80er Jahre reingeht, irgendwann den Rest sozusagen müssen wir dann vielleicht noch kurz nacherzählen, das ahnt man dann. Ja, also nur nochmal zur Zusammenarbeit. Ich bin bildender Künstler, Jan ist Filmemacher und wie wir zusammenarbeiten, das sozusagen so, man gibt sich so gegenseitig Geschenke, die man wahrscheinlich nicht hätte, wenn man sozusagen so im gleichen Feld bleiben würde. Und die Idee mit dem Film, also wir versuchen mit jedem filmischen Projekt, das wir dann haben, sozusagen so nochmal eine andere Produktionslogik aufzumachen. Und die Idee mit diesem Film ist jetzt praktisch so in so einen Keller unterhalb von einem Glücksspiellokal am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu gehen und da so eine Art Geschichtswerkstatt aufzumachen. Also sozusagen so für mich war, sozusagen wir haben das Drehbuch, schreiben wir auch zusammen, auch mit dem Jan Eichberg, der heute hier auch sitzt. Und die Idee war halt eben, sich nochmal die 80er anzugucken und im Speziellen den Historikerstreit, also sagen zwischen Ernst Nolte und Habermas, wo zum ersten Mal sozusagen der Schlussstrich gefordert worden ist und was das sozusagen so über diese Thematik sozusagen die Figur Höcke greifbarer zu machen. Sozusagen, so was hat damals angefangen, wovon wir jetzt sozusagen so die Nachwirkungen haben. Genau, das war nur das, was ich kurz noch dazu erzählen wollte. Also man kann auf jeden Fall mal anfangen, wir lassen es so 25 Minuten laufen und dann kommt man da rein. 21. Aber wir müssen auf jeden Fall quasi ins Köln der 80er kommen, das sehen wir schon. Ich gebe dann ein Signal.
Well, that's a bit of a problem. See, rumor has it, the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers found that kind of nerve, then... We must be diplomatic. And of course, Spartans have the reputation to consider. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as nur der king. Rückgriff auf die deutsche Geschichte und seine üppige Kultur. Björn Höcke und Martin Kippenberger, die letzten 10 Tage im Führerraum. Durch den Film muss sich eine Atmosphäre von erotischer Morbidität und geballter Sehnsucht ziehen. Im Film versuchen wir, den Keller der Gegenwart im Bistro Agi zu erforschen und dadurch zum Unbewussten des Menschen vorzudringen. Wie so oft, wenn sich Großes ankündigt, hilft nur der Rückgriff auf die deutsche Geschichte und seine üppige Kultur. Björn Höcke und Martin Kippenberger. Durch den Film muss sich eine Atmosphäre von erotischer Morbidität und geballter Sehnsucht ziehen. Im Film versuchen wir, den Keller der Gegenwart im Bistro Agi zu erforschen und dadurch zum Unbewussten des Menschen vorzudringen. Wie so oft, wenn sich Großes ankündigt, hilft nur der Rückgriff auf die deutsche Geschichte und seine üppige Kultur. Björn Höcke und Martin Kippenberger, die letzten 10 Tage im Führerbunker. Wir untersuchen also dieses neue Kapitel Deutsche Opfermythologien mit dem Blick durch die Brenngläser von Bernd Eichingers Nazi-Travestie Der Untergang und des Neuen Testaments, jedenfalls durch entscheidende Schlüsselstellen. Als Komparsen, Futter, Masse, Björn Höcke und Texte zur Kunst, Kippenberger und Ernst Nolte, der deutsche Genius und die Hitler-Boys, Hermann der Krusker, das Köln der 80er Jahre, Götz Kubitschek und Bernd Eichinger, Anarchokapitalismus, Tod und Kitsch der Babyboomer, Joachim Lottmann, der Zwergenkönig Alberich, Maximilian Krah und Jutta Kötter, Bismarck, Nick Land und Guy Debord, Günther Förg und Peter Thiel, das Institut für Staatspolitik, Luise von Preußen und die Germania, Alice Weidel, der Drache Fafnir und das Kyffhäuser-Denkmal der Gegenwart, der erste und der zweite Historikerstreit, Karl May und Jürgen Habermas. Alle sind mitten unter uns und im Führerbunker, Keller
unter Bistro Agi in Düsseldorf. Innen das Schloss in Schnellroda im Inneren des Kyffhäuser-Denkmals in Thüringen. Götz Kubitschek hat zum Sommerfest 2024 in sein Rittergut in Schnellroda geladen. Und alle sind gekommen. Auf der Soundspur viele Engelschöre. Durch eine Geheimtür im Inneren des Kyffhäuser-Denkmals in Thüringen gelangt man in das unterirdische Schloss des Instituts für Staatspolitik. Wie lange arbeiten Sie an einem solchen Werk? Hier der ganz junge Fassbinder. Ich glaube, hier ist die Reusbutter. Oh. Wissen! Schießen, dabei, die Gedanken sind frei. Es ist wirklich nur so weit gegangen jetzt. Und es lädt. Okay. Aber Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Und macht sich beglückt, alles in der Stille, und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei. Die thüringische Landschaft im sagenumwobenen Dunkeldeutschland liegt in stiller Andacht unter ihm. Der Himmel ist zum Greifen nah. Björn Höcke setzt zu seiner Rede an. Freunde, liebe Mitstreiter, innerhalb und außerhalb unserer Partei, liebe Patrioten von nah und fern, ich bin einfach nur überglücklich, heute hier bei euch hier in Dresden. Es ist mir schon lange Zeit ein Herzensanliegen, das tun zu dürfen. Ich bin der jungen Alternative hier in Dresden dankbar dafür, dass sie die Einladung ausgesprochen hat, dass sie den Mut bewiesen hat, einen unbequemen Redner einzuladen. Mut bewiesen hat, diese Veranstaltung, die ja wirklich eine große Veranstaltung ist, zu stemmen. Das ist zu leisten. Das ist ein großer, schwieriger, organisatorischer Akt, gerade wenn man gegen so viele Gegner zu kämpfen hat. Sie hat's getan. Lieber Herr Scholz. Nein, das ist eine Anmerkung. Matthias Scholz, Vorsitzender der jungen Alternative. Herzlichen Dank für Ihre Einladung. Für die Einladung Ihres Stadtverbandes. Wir haben eine großartige Rede gehört von Markus Mohr, Stadtrat in Aachen, der ein ganz wichtiges Thema hier ausgebreitet hat. Das Thema der sozialen Frage. Dazu will ich heute nichts sagen. Ich will heute würdigen. Ich will hier und da auch mahnen und ich will vor allen Dingen appellieren. Ich hole ein Königsberger Klops, wahlweise auch eine Schwarzwälder Kirschtorte aus der Hosentasche. Merkels Leibgericht. Na, Angie, guck mal. Happy. Nein!
Spuck's aus! Böse Angie. Böse Angie! Nein! Guck, lecker. Komm. Also, so. Na, du hast ja gar nichts mehr von der Torte. Komm, ich gebe dir ein bisschen was von meinem... Nein. Hoppi. Wo willst du denn hin? Hoppi. Komm, Platz, da gibt's auch was. Hoppi. Na, komm mal. Das funktioniert, danke. Das funktioniert. So, komm. Ja. Lauf. Ja. Und die Gedanken sind klein und Nein. Irgendwann sieht das Volk euer wahres Gesicht. Irgendwann enttarnt ihr euch. Ach komm, Mutti, halt doch einfach mal die Schnauze. Halt doch mal die Schnauze, komm, sag danke. Sag danke, Merkel. Sag danke. Aber was ist das? Was ist denn das? Jetzt Mach mach doch das mal mal sauber. Was hält Björn Höcke zurück? Komm jetzt. Und zieht ihn in eine dunkle Ecke. Er will schreien. Aber es geht nicht. Die Luft bleibt ihm weg. Die anderen bemerken gar nicht, dass er zurückbleibt. Der Geist seines toten Vaters, verkörpert durch wen, hält ihn fest. Ja, Mist, den wird er nicht mehr los. Er will mal wieder ihn an Höckes Versprechen erinnern. Nein, Vater, nein! Dass er ihm Ostpreußen wiederbringt, das Paradies, wo er herkommt. Ja, nur dann wird er Frieden und Erlösung finden. Aber Vater, ich habe dir doch schon so oft gesagt, dass ich da noch so lange Zeit brauche für Bundeskanzler zu werden. Das ist gar nicht so einfach in einer Demokratie. Ich brauche noch etwas Zeit. Vater, bitte gib mir noch etwas Zeit. Und jetzt muss er auch dringend weiter. Denn wenn er sich hier lieber mit Geistern unterhält, statt parteiinterne Machtkämpfe zu führen, dann wird am Ende ein anderer Spitzenkandidat. Und dann haben sie nämlich beide den Salat. Dann wird das auch nichts mit Ostpreußen. So, Höcke kommt ins Nachdenken. Ihn beschäftigt auch eine sehr merkwürdige, erotische Beziehung zu seinem Vater. Schwarzwälder. Schwarzwälder. Kirschkern. Die Knuperkirsche. Der Knuperkirschkern. Die hat einen Hitlerbären. Ein Senat. Nase rein. Was in die Nase rein. Hey, sorry. Auf das Schloss in Schnellroda im Inneren des Kyffhäuser-Denkmals in Thüringen. Als erster Referent ist Peter Thiel an der Reihe. Im legendären Vortragssaal des Instituts für Staatspolitik sitzen die ZuhörerInnen dicht an Bierbänken vor dem Rednerpult. Das Thema des Vortrags: Remigration unter Zuhilfenahme privater Städte und Operndörfer in Afrika. Ja, Peter, danke erstmal. Also, was Peter meint, es soll um die neuesten libertären Strategien im Kampf um das Abendland und
und das kulturelle Reframing früherer Avantgarde-Projekte. Jetzt hört doch mal zu. Frühere Avantgarde-Projekte für den Erhalt der seelischen Unversehrtheit der Deutschen gehen. Auch hier, wie in rechten Kreisen üblich, eigenartige, erotische Grundstimmung. Das macht wahrscheinlich der Trieb und die Lust auf Weltherrschaft. Trotz der reaktionären Grundstimmung ist den Herrschaften sexuell nichts fremd. Im Gegenteil, man gibt sich liberal. Wie viel willst du noch wissen? So, könnte ich jetzt einmal das... ich würde jetzt So, gerne... dann spricht nochmal der Hausherr, ein paar einleitende Worte Worte des Hausherrn. Ich habe ja auch was vorbereitet. Jetzt könnt ihr kurz... Bitte, also, wie sind die Begriffe wie Freiheit, Alternative und Widerstand, die ursprünglich links konnotiert waren, plötzlich rechts geworden? Er macht einen kurzen Absatz, sodass alle darüber sinnieren können, bevor er weiterspricht. Wie sind die Begriffe wie Verzichtsbereitschaft, Opferkult und einem Kult von vormodernen, ursprünglich authentischen Leben, die ursprünglich rechts konnotiert waren, links geworden? Also das möchte ich Ihnen jetzt alle als einen kleinen Denkanstoß mitgeben für die nächsten 3-4 Tage. Und ich freue mich, dass wir so viele neue junge Genossen hier gefunden haben, die jetzt hier an der Sommerakademie 2024, die ist hiermit offiziell eröffnet. Hier wird ganz akademisch auf die Tische geklopft. Jetzt geht's richtig los. Peter Thiel ist da! Meine Huden, die kommen doch da drin ganz prima zur Geltung. Ja, das ist ja ganz Deutschland. Ja. Und fass mal bitte an meinen Bizeps. Haha, nee. Ich bin nämlich hier der Sportlehrer. Ja. Ich habe hier den Astralkörper. Ja. Ich habe die blauen Augen. Nein, mein Papa hat immer gesagt, die sind so eisblau und eiskalt wie die vom Führer. Und wie kommt's denn, dass eine aufgedunkte Hackfresse wie der Kra das Sexsymbol unserer Partei sein soll? Naja, bei den Rechten geht's halt um Intellekt und nicht so Äußerlichkeiten. Also wenn, dann musst du ihn mit Argumenten schlagen. Aha. Ja. Aber hast du denn auch einen Vorschlag, wie wir das anstellen sollen? Maximilian? Ja, Maximilian. Na? Was? Ja, hast du einen Vorschlag? Ja, hast du denn einen Vorschlag? Nee, hast du nämlich nicht. Na, unsere Männlichkeit wieder entdecken, etc. pp. Darum geht's hier. Unsere Männlichkeit wieder entdecken. Ja, als erstes würde ich mal sagen, es muss einer gerade ausschauen und dann halt eben keine Pornos gucken, nicht mehr machen. Ja, weißt und du, dann, ich glaube, weißt du was? Ganz ehrlich, Maximilian? Geht es nämlich darum, dass man stolz drauf sein kann, dass man recht Ganz ist. ehrlich, Maximilian, wir müssen rein in die TV-Politrunden und in die Feuilletons. Beides müssen wir, TV und Feuilleton. Aber warum und denn ich TV? habe da Bauchschmerzen, wenn ich jetzt zuhöre. Ob wir das mit einem solchen Wischiwaschi-Botschaften von dir, ob wir das überhaupt schaffen können. Also ich habe ja hier schon jetzt mehrfach an dieser Gelegenheit auf Blüher verwiesen. Ein Staat funktioniert nur durch Männerbündisch. Also nur Männer können Staat. Also reißt euch jetzt mal zusammen! Machen wir ja die ganze Zeit seine Hosen. Hier geht es um mehr als um eure Egos. Hier geht es um Deutschland! Nein, Götz. Eben nicht. Und das ist jetzt wirklich sehr wichtig. Mit unseren Bürgerdialogen durchbrechen wir ganz real die Schweigespirale des Meinungskartells und machen richtige, echte politische Arbeit. Keinen sozialen Medienschrott. Wir gehen raus zu den Menschen. Real life, um sie aufzuklären. Erstens, aufklären. 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 Das ist unsere Aufgabe. Björn Höcke steht auf, sucht panisch auf seinem iPhone nach einem Dance-Knaller. Er muss die Leute jetzt über ihren Körper erreichen. Endlich findet er das Lied, den Techno-Remix vom Das Boot-Soundtrack. Er schiebt DJ Thiel beiseite, stöpselt sein Handy ein und dreht das Lied
voll auf. Stück für Stück füllt sich die Tanzfläche. Das Bier fließt in Strömen und die Zwerge kommen kaum nach mit dem Nachschenken. Nach einer Weile eingrooven ruft die komplett entfesselte Tanzmenge auf dem Dancefloor Schlussstrich, Schlussstrich, Schlussstrich und Ami Go Home. Im Übermut schreit Sellner. Free Palestine from German Guild. Jawohl, das finden alle anderen doch auch. Free Nur Palestine. Höcke versucht ihn zu verklickern, dass das so alles wirklich mal gar nicht geht. Er dreht die Musik ab. Also ich habe jetzt Hunger, ich gehe mal in die Kantine. Hallo. Ja, dann stöhnen. DJ Höcke soll lieber mal wieder die Mucke aufdrehen. Mach mal die Mucke an, Höcke. Nee, Hey, ich hab Höcke. jetzt keinen Bock mehr. Mach dann selber. Höcke, ist doch- Scheiße. Ist doch völlig egal. Also wir brauchen endlich Verbündete für eine Exkulpation der Deutschen. Irgendwann wird man Bücher über das Dritte Reich und den Holocaust lesen wie heute Cäsars Gallischen Krieg. So wird es kommen. Da hilft nichts und wir müssen jetzt den Anfang machen. Man muss Technopartys als Stahlgewitter begreifen, um sie für den vorpolitischen Kampf zu gewinnen. Egal. Was? Sellner winkt ab. Ja, ich Hauptsache hab's jetzt auch nicht Stahlgewitter. verstanden. Maximilian Krath sich jetzt als DJ vorgedrängelt. Er dreht den nächsten Partykracher auf volle Lautstärke. Andreas Gabalier, Hula Pula. Hula Der Paloo. Saal kocht. Aha. Da drängt Sellner zum DJ-Pult und macht die Musik aus, um die CD zu wechseln. Empörte Rufe aus dem Publikum. Das ist doch Blödsinn hier, das ist doch Martin, das war jetzt kein guter Song. Raus! Nee, jetzt. Sellner macht jetzt den richtigen Banger an, den Kippenberger Techno-Remix von Joseph Beuys. Ja, 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 nee, nee, nee. Höcke versucht das zu unterbinden. Schnauze voll! Ja, nee, es war schon immer ein Scheißsong. Wir singen jetzt was anderes. Sonne statt Regen, wir wollen keine Atomrakete. Jetzt mach doch mal. Das ist aber Bullshit. Sonne von Regen, Höcke hat keinen wir Erfolg. wollen keine Enttäuscht Atomrakete. sieht er zu, wie seine Freundin Weidel ganz vorne mit dabei ist. Das hätte er nicht von ihr gedacht. Götz Kubitschek sitzt etwas abseits und beobachtet zufrieden das wilde Treiben. Er liest mit einem Mikrofon wie ein Lehrer die Rede Vergangenheit, die nicht vergehen will, von Ernst Nolte vor, die damals, 1986, den ersten Historikerstreit ausgelöst hatte. Als Anregung und Ansporn zugleich. Der zweite Schlussstrich muss erwirklicht werden. Er wird in Schnellroda immer Körper und Geist gleichzeitig angesprochen. Währenddessen spielen sich schier unglaubliche Szenen ab. Gerammel, wo man auch hinsieht. Bitte. Das ganze Rittergut ist in wildes Treiben und intensiven Moschusduft gehüllt. Höcke zetert und stampft herum wie Rumpelstilzchen. Also Martin, ich glaube, ganz ehrlich, er hat ja nur was dagegen, weil er homosexuell ist. Also er will, dass sich das nicht eingestehen will. Und deswegen, ich weiß, wie er da jetzt mitmachen soll, auch wenn er ganz schön tief drin ist hier. Das ist nicht so simpel. Der Hut kriegt ja gar kein Hoch. Nee, der hat ihn schon hochbekommen. Aber er nimmt mich von hinten, weil er homosexuell ist. Das ist ja ganz schön schlau, der Bubi. Höcke würde ja mitmachen, aber von irgendwoher sieht ihn immer wieder die Geisterfratze seines toten Vaters an. Vorwurfsvoll, furchtbar enttäuscht. Was ist mit Ostpreußen, mein Sohn? Wann bringst du mir Ostpreußen wieder? Ostpreußen! Aber Vater! Wie im Ostpreußen! Es ist so schwer! Krieg mit dem Fleischgewehr. Aber so kann Höcke einfach nicht. Bei den anderen löst sich jetzt alle falsche Scham. Maximilian Kral leitet die Analkette an. Und weiter! Analkette! Anal geht noch rein! Anal geht noch rein! Anal geht noch rein! Anal geht noch rein!
ich bin zu tief drin in der Sache. Du musst einmal zurück. Ja, Einer zurück. Einer muss jetzt mal zurück. Einer muss Okay, raus. aber wir bleiben drin. Er setzt sich an den Schreibtisch und beginnt Richtlinien für die vielen Abschiebungen zu schreiben. Und das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht. Er ist, wie wir alle, von dem Widerspruch geplagt, kritisch, wissend und gebildet sein zu sollen und doch ständig ExpertInnen vertrauen zu müssen, die einem Pandemie, Klimakrise etc. kindgerecht erklären. Die Einsamkeit des Starken, die Einsamkeit Höckes. Als die Orgie ihren Höhepunkt erreicht, öffnet sich eine Tür im Hinterzimmer. Heraus kommt der wirkliche Björn Höcke. Er klatscht triumphierend. Sofort ist Totenstille. Klatschen. Bravo. Bravo. So stellt ihr euch das also vor, ja, so als linksintellektuelle Elite. Also, dass wir so sind, ja, dass wir hier solche Sachen machen, Analketten und mit dem Blubber so tun, als wäre es ein Mikrofon. Toll, das ist super. Und das alles von Steuergeldern. Spitze. Aber wenn es nicht so tragisch wäre, ja, also es wäre einfach wirklich lächerlich, muss ich sagen. Es wäre einfach wahnsinnig lächerlich. Aber das Lachen ist mir schon längst vergangen. So, wer ist jetzt hier verantwortlich für das Schweigen? So, Jan, bitte. Leg mal bitte die Kamera weg. Jan. Mach mal aus, das Ding. Wer hat denn die Scheiße hier geschrieben? Was soll denn das? Stellt ihr euch das wirklich so vor? Rumstenker. Ja, aber der Jan hat eigentlich auch mitgeschrieben. Ja, doch, Jan hat auch mitgeschrieben. Aber ich führe auch nur die Befehle aus, was ihr mir sagt. Ich finde es interessant, dass es genau zu der Zeit kommt, sozusagen, wie Shoah passiert ist, sozusagen, und so weiter und so fort. Das ist irgendwie, das ist ja das, woran wir hier arbeiten wollen, sozusagen. Was ist da genau passiert? Ne? Und das ist ja auch dann auf der anderen Seite mit Habermas etc. und so fort, der Beginn des Historikerstreits. Ich glaube, dass da sich wirklich zeigt, dass in den 80er Jahren, da ist Kippenberger für mich wirklich eine unglaublich wichtige Figur, dass die Kunst so sich auf die Zeit selber eingelassen hat und auf das Leben und auf die Menschen und auf die Gesellschaft. Miete, Strom, Gas hieß die Ausstellung. Es wurde eben nicht mehr diese ganzen verblasenen und sehr teilweise, was die Flüstergaleristen oder wie die Kunst war, überhaupt immer so hehr und heilig und immateriell oder irgendwas, sondern ging plötzlich wirklich, es ging um was. Und natürlich kamen dann auch diese ganzen Themen, die in der Gesellschaft aufkamen, wurden in die Kunst reingebracht. Und ich finde, da gibt es wahnsinnig tolle Arbeiten von Kippenberger, tolle Bilder. Eins wurde vorhin schon immer wieder genannt, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken, aber auch viele andere, also wie der angefangen hat, lieber Maler, male mir, also wie da die Kunst dekonstruiert und wieder neu zusammengedacht wurde und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen ganz komplex gedacht wurde, das war super. Also. So, Martin Kippenberger hat gerade die Ausstellung Peter bei Max Hetzler eröffnet. Er donnert mit dem BMW über die Ringe, voll auf Kölsch und Kokain. Die knallharten 80er halt. Die jungen Mädchen, die Kunstgroupies kichern und kreischen, Kippenberger bleibt cool, Zigarette im Maul, Wodkaflasche zwischen den Knien. Wir alle, selbst meine Lektorin, heizten mit dem Münchner Nobelschlitten durch die Nacht. Die lachenden Bräuter auf dem Schoß, Generation Jungbrunn. Für die Jugend von heute ist es kein Alter mehr, keine Grenze, keine Nation. Dabei war, wer dabei war. Hört sich natürlich aufregend an, aber in Wahrheit ist Kippenberger psychisch genauso am Arsch wie Björn Höcke von der AfD. Denn auch er wird von seinem Vater heimgesucht.
wie alle Männer der Familie, steht auch er im Schatten des Urgroßvaters, danke, Leverkus, der Leverkusen erfunden hat, also gegründet hat. Und Martin Kippenberger hat noch rein gar nichts erfunden. Sein Geistesvater greift ihm ins Lenkrad. Sag mal, spinnst du? Fahr vernünftig! Selbst deine Kunst ist nur ein Abklatsch meiner Kunst, meines Vaters. Ja. Und das weißt du natürlich genau. Weißt du Und genau, deshalb du gibt es Arsch. auch keine Anerkennung für dich, sondern nur Heimsuchung. Hey, hör auf! Hör auf! Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Ich hab wichtige Leute dabei, Galeristen, Kulturleute. Ich muss arbeiten, Papa. Ich muss Geld verdienen. Lass mich doch endlich einmal in Frieden. Nicht Nicht so lange eine Stadt nach dir benannt ist. Oder mindestens ein Oberndorf in Burkina Faso. Burkina Faso. You know what? Ja, Work in Progress haben wir ja gehört. Jetzt ist Alex dran und liefert sozusagen die, darf ich das so nennen, intellektuelle Grundierung Ja, des also Ganzen. so, na gut, oder nicht? Das ist ein bisschen Ja. was anderes. Genau, Applaus. Also, was ich jetzt zeigen würde, schließt jetzt eher an meinen Vorredner an. Und zwar ist das eine Beschäftigung mit historischen Künstlerfesten aus dem 19. Jahrhundert und wie darüber mehr oder weniger in so einem transmedialen Prozess dann nationale Identität erschaffen worden ist. Also damit habe ich mich die Jahre davor beschäftigt. Und natürlich ist diese Beschäftigung auch in den neuen Film geflossen. Und genau, ich wollte das jetzt ein bisschen performativer anlegen. Also ich habe so eine Art assoziativen Text geschrieben, der so ein bisschen so meine Recherchen so zusammenfasst oder so, was mir so in den Sinn gekommen ist. Und genau, am Ende würde ich sozusagen nochmal so hattest du mich ja gebeten, nochmal so 5 Thesen so sagen, die ich wichtig für die Diskussion dann später finden würde. Und genau, währenddessen läuft, wenn wir es hinbekommen, läuft sozusagen noch so eine Bildrecherche von mir hier. Das ist so ein Ausschnitt von den Bildern, die ich zu diesem Thema gesammelt hatte. Okay, dann genau. Wäre super, wenn es anfangen würde. Okay, dann fange ich schon mal an. Die Bilder kommen später und die muss man sich. Die Bilder laufen gleich. Was ist das Land der Ideen? Die Spiegel reflektieren die Nationalfarben. Die AfD ist jetzt bei den Wahlumfragen zweitstärkste Partei. Rechte Parteien sind auch in Italien, den Niederlanden, Ungarn und Frankreich auf den Vormarsch. Das Europa der Vaterländer wächst. In Berlin des späten 19. Jahrhunderts findet ein großes Kostümfest statt. 1300 Künstler spielen das alte Griechenland nach und machen Stimmung für den baldigen Einzug des Pergamonaltars. Magisches Denken in der Zeitenwende. In den letzten Jahren habe ich immer mehr Pappmaché-Beulen von Ausstellung zu Ausstellung und zu Filmen mitgeschleppt. Jedes Mal habe ich sie verändert, sodass sie wie Geschwüre in einem metabolistischen Prozess weiterwuchern. In den 1970er Jahren wurde stark die Vorstellung diskutiert, dass Krankheiten als ein Bild für etwas anderes verstanden werden können, als Unfähigkeit, Gefühle zu verarbeiten, sie in der Folge weder auszudrücken und auszuleben und in letzter Konsequenz wäre diese Unfähigkeit sogar die Ursache für die Krankheit selbst. Es ist so irre still hier, als hätte einer den Fernseher leise gedreht. Die riesigen Bäume raunen, Gewalt liegt in der Luft. Neben dem Kiffhäuser Hotel hat der Gastwirt eine hölzerne Merkel-Statue aufstellen lassen. In der stecken viele rostige Nägel. Besucher, so war zu lesen, wurden eine Zeit lang dazu angehalten, sie in die ehemalige Kanzlerin hineinzuschlagen. Wieder ein paar Meter weiter liegt Paul von Hindenburg in einer Grube. Die eiserne Statue aus der Nazizeit soll nach dem Zweiten Weltkrieg von sowjetischen Soldaten vom Sockel gestoßen und vergraben worden sein. Und nun weiß keiner so richtig, was man mit dem Mann machen soll, der Hitler zur Macht verholfen hat. Wir reden was, wir wandern hoch auf den Kiffhäuser. Dort steht es in phallischer Pracht, das Denkmal. Und in ihm drin, illusionistisch in den Sandstein gemeißelt, sitzt Barbarossa und spreadet
mit mächtigstem Bart, schläfrig und gräulich seine Beine. Barbarossa, aka Friedrich I., war deutscher Kaiser im Mittelalter. Man weiß wenig über ihn. Er war Analphabet und lud Ende des 12. Jahrhunderts einmal 40.000 Ritter nach Mainz ein zu dem größten Fest des Mittelalters und vereinte das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Er verstarb auf einem Kreuzzug am türkischen Fluss Salef. Aber was heißt schon sterben? Der Sage nach weilt Barbarossa ja direkt unter uns, in einem unterirdischen Höhenschloss und schläft, solange bis Deutschland wieder geeint ist. Dann steht Barbarossa auf, um erneut ein goldenes Zeitalter zu begründen. Dass das nicht nur golden, sondern auch deutsch sein wird, versteht sich von selbst. 2020 eröffnet das wieder aufgebaute Stadtschloss in Berlin. Dem Schlossbau vorausgegangen war eine ausgeklügelte Imagekampagne, die mithilfe der Wanderausstellung Berlin an der Leine Stimmung machen sollte für die aggressive Nostalgie, die seitdem Innenstädte in Deutschland massiv verändert. Was die Neubauten des Schlosses in Berlin mit denen der Frankfurter Altstadt und der Garnisonkirche in Potsdam verbindet, ist, dass jeweils rechtsradikale Personen an den Wiederaufbauplänen beteiligt waren. 2020 war auch das Jahr, in dem das Pergamon-Museum am Tag der deutschen Einheit Ziel eines Anschlags wurde. Unbekannte bespritzten Kunstwerke und Artefakte mit einer öligen Flüssigkeit. Der Pergamon-Altar als Thron Satans spielt eine zentrale Rolle in esoterischen und verschwörungsideologischen Kreisen. Die Reichsbürgerszene misstraut der Legitimität der Bundesrepublik Deutschland und hätte gerne das politische System des Kaiserreichs zurück. Björn Höcke hat am selben Tag Geburtstag wie Bismarck. Die AfD, die den ersten Reichskanzler zu ihrem Säulenheiligen auserkoren hat, lässt diese Terminübereinstimmung nicht ungenutzt. Jedes Jahr werden Bismarck-Orden an besonders verdienstvolle Mitglieder feierlich verliehen und auch die junge Alternative wirbt mit Stickern, auf denen ein schneidiges Bismarck in Paradeuniform grimmig nach rechts schaut und im Hintergrund ein fetziges Deutschland-Graffiti mit dem Slogan Heimat, Volk, Tradition für die berühmte erinnerungspolitische Wende um 180 Grad wirbt, die Höcke auf seiner Dresdner Rede 2018 gefordert hatte. Das Bayerische Heimatministerium wird 2013 geschaffen und dem Finanzministerium angegliedert, um Strukturschwächen im ländlichen Raum, in Regionen und Städten wirkungsvoll zu bekämpfen und die Kommunen beim demografischen Wandel zu unterstützen. Die finanzielle und strukturelle Förderung abgehängter Regionen mit moderner Technik wie Breitband-Internet geht dabei Hand in Hand mit der Stärkung regionaler Identitäten, mit Image-Kampagnen für lokale Bräuche und Traditionen. Dieses erfolgreiche Rebranding ermöglicht starke emotionale Bindungen der EinwohnerInnen an ihre Wohn- und Geburtsorte inklusive Authentizitätseffekte, die wiederum dabei helfen sollen, neue Kundinnen für sowohl Tourismus als auch Wirtschaft anzuwerben. Seit 2018 gibt es auch das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland. Laut Boltanski und Arnaud ist die wichtigste Ressource des zeitgenössischen Kapitalismus Geschichte und Geschichten und dass diese immer wieder neu aufgeführt werden. Dass diese Geschichten auf historisch verbürgten Tatsachen beruhen, ist nicht zwingend notwendig. Die bürgerlich-repräsentative Festkultur wurde als Abgrenzung zu höfischen und kirchlichen Festkulturen entwickelt. Im Gegensatz zu diesen Festkulturen, die stets ein überzeitliches Moment feiern, wurde im bürgerlichen Repräsentationstheater das Moment des linearen Ablaufs der Zeit etabliert. Die Erfindung einer nationalen Zeitrechnung aus dem Geist des Kapitalismus. Die dort geschaffenen Bilder wirken immer noch nach. Die Wiederverzauberung der Welt mit Hilfe der aufkommenden Wagner-Rezeption. Über einen Zusammenhang zwischen politischen Strategien des Nation Building und aktuellen Bildkulturen des Nation Branding lässt sich am Beispiel von Guido Knopps History Channel im ZDF diskutieren. Knopp war einer der ersten, der die Stimmung nationaler Begeisterung nach der Wende und dem WM-Sieg 1990 aufgriff und die Geschichte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in gezielt emotional aufgeladenen Formaten quotenorientiert aufbereitete. Aus Titeln wie Hitlers Helfer 2, Hitlers Krieger, Hitlers Kinder, Hitlers Frauen und Hitlers Manager spricht eine unverhohlene Faszination für den wohligen Grusel der Nazizeit, ebenso aus der dramatisierenden und musikalischen Untermalung und der bedeutungsschweren Erzählerstimme dieser Produktion. In den Nullerjahren griff Nico Hoffmann, der jetzige Chef der UFA Productions, diese Strategie der Emotionalisierung auf. Filme wie Dresden, Unsere Mütter, unsere Väter und Die Flucht drückten das Leid der deutschen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg in den Mittelpunkt der Erzählung.
Nachdem feststand, dass Deutschland die WM 2006 im eigenen Land ausrichten würde, nahm eine kontrovers diskutierte, von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Social-Marketing-Kampagne ihren Lauf. Du bist Deutschland setzte auf ein positives deutsches Nationalgefühl und verstärkte diese Entwicklung in der Vor- und Nachbereitung der WM im eigenen Land. Sönke Wortmann hatte 3 Jahre im Vorfeld zum nationalen Ereignis den Film Das Wunder von Bern gedreht und lieferte somit die Gebrauchsanleitung für die mit großer Begeisterung angenommene Erzählung von der Aussöhnung Deutschlands mit seiner Identität. Wortmann drehte später auch während des Sommermärchens den gleichnamigen Dokumentarfilm. Die Welt zu Gast bei Freunden im Land der Ideen. In dem großen Erfolg der Kampagnen und Filme offenbart sich das Bedürfnis nach einer identitätsstiftenden und unbelasteten nationalen Kollektiverfahrung. Die nationale Identität sollte auch bei den Nazis am ganzen Leib mit allen Sinnen ganz in der Tradition des Künstlerfestes erfahren werden. Deren Geschichtsschreibung datiert bis in die griechische Antike. Laut ihr waren das blauäugige Germanen aus dem hohen Norden, die die altgriechische Kultur geschaffen haben und dann während der Völkerwanderung nach Deutschland gezogen sind. Die Bilder, die damals geschaffen wurden, wirken immer noch nach, wie beispielsweise in den Outfits der Germanen in der Barbarian-Serie von Netflix. Magisches Denken in der Zeitenwende. Die Zeiten überlagern sich. Laut Heinz Bude möchte der Faschismus die Ewigkeit in der Jetztzeit etablieren. Hat jemand auch den Überblick? Die beiden Figuren auf dem Giebel beim Bundestagsgebäude sind auch Fantasy-Germanen aus dem 19. Jahrhundert und sollten mit ihrem Bildprogramm helfen, Antisemitismus, völkische Reichsutopien, Germanenkult und deutschen Idealismus in der wilhelminischen Ära immer stärker auszubreiten. Tanz steigert das Realitätsempfinden. Mithilfe von Drehungen können neue Realitäten bis zum gewissen Grad erzeugt werden. Faschismus möchte die Ewigkeit im Jetzt etablieren. Die Pestbeule hat sich mit Eiter vollgezogen und ist kurz vor dem Platzen. Die Spiegel reflektieren die Nationalfarben und erzeugen einen unendlich schwarz-rot-gelben Raum. Wurzeln, 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 Wurzeln. Ja, das wäre jetzt der Vortrag. Und mein Fazit wäre um es nochmal kurz zu machen, das hat man ja schon auch im Film gesehen, dass man sich sozusagen nochmal die 80er Jahre nochmal anschauen sollte, einen Historikerstreit und was da passiert ist sozusagen. Und ich denke, dass sozusagen diese Forderung nach dem ersten Schlussstrich sieht man sozusagen dann, als dann die 90er kommen mit dem Ende der Geschichte und als dann sozusagen dann da weiter auch sozusagen, dass man das alles in einem größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext anschauen sollte, wie Wirtschaft, Politik und Kultur da sich so gegenseitig beeinflussen und wie sozusagen neue Erzählungen dadurch entstehen, wie von Nico Hoffmann oder Bernd Eichinger, Guido Knopp und eben auch neue Architekturen, wie jetzt hier in Frankfurt in der Altstadt und in Potsdam. Ja. Ja, vielen Dank. Dann bitte ich doch alle nach oben, auch Roger, Elisabeth, Jan. Da muss natürlich der Historikerstreit jetzt am Schluss, der Hinweis, der triggert mich gleich, weil das für mich auch ein wichtiges persönliches Ereignis war. Und da könnte man gleich auf eine Figur hinweisen, die eine der wenigen ambivalenten Figuren in diesem Streit gewesen ist und vielleicht mitten in das Thema reinführt, das auch die Vorträge verbindet, nämlich Karl-Heinz Bohrer, Professor für Literatur und Ästhetik. Wir warten noch auf den Jan, der kommt noch. In Bielefeld, Herausgeber des Merkur, früher bei der FAZ, der tendenziell auf Seiten Habermas stand als ein konservativer Denker, also die Historiker durchaus auch ironisch angegriffen hat dafür, dass sie mit ihren Quellen herumfuchteln und irgendwie die politische Dimension überhaupt nicht sehen. So hat er das formuliert. Und der aber vor allem immer, auch beim Historikerstreit in Deutschland, etwas eingeklagt hat, was er das ästhetische Defizit genannt hat. Also eine Unfähigkeit zum Ästhetischen, eine Moralisierung des Diskurses und eine Politisierung des Diskurses. Und diese Formulierung möchte ich mal am Anfang nehmen und aufgreifen, um auf die Frage zu führen, wir haben jetzt viel gehört über Ästhetik und wenn man so will, die Ästhetisierung des Diskurses durch die neuen Rechten. Vieles, nicht alles, war Popkultur. Ich weiß nicht, ob ihr euren Film als einen
Pop-Ereignis, eine Pop-Performance beschreiben würdet oder wie ihr das tun würdet. Aber die Frage ist natürlich die, und die möchte ich mal als erstes den beiden stellen, die noch nicht zu Wort gekommen sind, die in gewissem Sinn auch Experten für Popkultur sind. Ist die Popkultur böse am Ende, weil sie beliebig verwendbar ist, weil sie eine Nutte ist, die auf den Strich geht und einfach für alles einsetzbar ist? Und man kann ganz schnell Dinge umkodieren und aufgreifen. Es wurde ja schon von mehreren beschrieben und kam auch im Film vor, dass man plötzlich rechte Ideen von links lesen, linke Ideen von rechts lesen kann und das scheinbar alles irgendwie gleich gemacht wird. Und gerade das, was wir so Kulturindustrie nennen, scheint dafür besonders gut geeignet zu sein. Diese Frage gebe ich mal an Elisabeth, an Roger. Ich weiß nicht, wer von euch zuerst. Ladies first, sagen wir doch mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das Popkultur als Hure finde ich jetzt schwierig. Mir ist eben aufgefallen, als ich euch jetzt hier so zugehört habe, interessant eben die Frage des Ästhetischen. Ich kam die ganze Zeit auf den Begriff, den Abi Warburg geprägt hat mit der Pathos-Formel. Also dass man eine Formalisierung hat und das Entscheidende ist, dass es eine künstlerische oder ästhetische ist und dass die natürlich auch eine Tradition hat und die ist mit einer gewissen, also er nennt es Pathos, man könnte es Energie, Intensitäten nennen, gefüllt und die kann aber auch wandern. Und es sind so ein paar Sachen, die mich jetzt hier interessiert haben. Ich glaube, erstens mit der Popkultur, natürlich ist das jetzt keine Hure, sondern die Popkultur erlaubt uns, etwas über den Zeitgeist und das Zeitgenössische zu verstehen, weil sie aus der, weil sie sozusagen eine größere Gruppe Menschen ansprechen muss, drückt deren Ängste, Wünsche und so weiter aus. Also das heißt, es geht ja immer dann auch ein bisschen darum, was wird hier kodiert, wie wird es kodiert, auf welche früheren Erzählungen oder Formeln wird zurückgegriffen und wie geht man damit um? Und eins der wichtigen Dinge, die ich jetzt bei diesen Sachen hier, die ihr dargestellt habt oder erzählt habt, sehe, ist, wir haben, glaube ich, im Moment noch ein wichtiges Problem. Auch wenn du jetzt anfängst vom Historikerstreit oder Bora zu sprechen. Deine Studenten haben weder von Bora je was gehört, noch vom Historikerstreit. Er hat ja vom Historikerstreit gesprochen, ne? Wollte ich nur sagen. Ich will nur sagen, das Problem mit dem Wandern von ästhetischen Formeln und dem Neuaufgreifen davon und dem Appropriieren oder wie man das nennen möchte, wird dann politisch noch brisanter, wenn da kein historisches Gegengewicht ist. Also wenn man nicht sagen kann, okay, ich verstehe, das ist jetzt das und das kommt aber daher, das hatte mal dort diese Bedeutung und hat jetzt heute diese Bedeutung und auch die Memification gehört ja dazu, man kann Sachen wirklich aus dem Kontext rauslösen, völlig neu umwerten und wir merken das schon. Also ich habe es natürlich nicht gemerkt, ich dachte, ihr hättet ja bewusst seinen Soundtrack benutzt, was ich eigentlich witzig gefunden hätte. Viele bemerken das nicht mehr. Also da möchte ich dran festhalten, um nochmal auf die Frage der Popkultur zu kommen, weil ich eben denke, dass die Popkultur, die mich auch immer so interessiert hat, keine naive ist. Ja, genau, aber deswegen ganz kurz mal die Nachfrage, weil was du gerade jetzt bis zu diesem letzten Satz beschrieben hast, das ist ja die gewissermaßen kulturelle Demenz als eine Voraussetzung der Popkultur. Also die funktioniert dadurch, dass eine Geschichtsvergessenheit da ist, die es überhaupt dieses Umkodieren möglich macht. Das ist dann noch nicht mal kulturelle Aneignung, weil man gar nicht genau weiß, man eignet sich irgendwas an, sondern man greift es einfach auf, weil das vielleicht cool aussieht, oder weil man was kaputt macht, was macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war ja ein ganz gutes Beispiel, wo man irgendwie jeder von uns mit diesem Slogan irgendwas Individuelles verbindet, aber es war auch mal linke Politik, es war mal Punk. Und dann, dass es jetzt plötzlich, wusste ich zum Beispiel nicht, von den Identitären aufgegriffen wird, die sich ja auch als eine Art Apo und Pop von rechts begreifen, Popkultur von rechts, nicht? Und die sich intellektuell auf Gramsci berufen. Also das muss man ja dann alles auch sehen. Und ich würde jetzt noch 2 Sachen festhalten. Erstens, jetzt als jemand, die sozusagen wiederum
die Popkultur kritisch analysiert, ist es ja erstmal interessant, dass das möglich ist, dass Leute auf Gramsci zurückgreifen können oder auf Satzstücke von Gramsci, da hatten wir auch schon vorher drüber geredet, die völlig aus dem Kontext gelöst auf einmal etwas anderes zum Ausdruck bringen können. Und das Zweite, und deswegen hatte ich eben, habe ich jetzt mit Abi Warburgs Pathosformel angefangen, es geht ja wirklich auch um Emotionen, es geht um Leidenschaften und die sind sehr problematisch und gleichzeitig muss man sie auch sehr ernst nehmen, wie sie formalisiert werden. Roger Behrens, auch nochmal zu meiner Frage vom Anfang. Popkultur. Ist die Popkultur eine Hure? Ja, ist sie böse? Er meint ja die oder jetzige nenn es, wie du Popkultur. möchtest. Das ist auch so ein bisschen. Kann ich auch zu was anderem was sagen? Ja, du darfst natürlich, man darf hier zu allem was sagen und ihr dürft natürlich auch gleich was sagen und mitreden. Aber ja, sag mal. Ich möchte ja gerne, dass wir weiter über die 80er reden. Also, ich habe in den 80ern meine Jugendzeit erlebt und auch meine politische Sozialisation. Und 40 Jahre vor den 80ern war Nationalsozialismus. Das ist der Zeitabstand. 40 Jahre vor den 80er Nationalsozialismus. 2024 ist 40 Jahre vorher die 80er. Ich glaube, dass diese beiden Zeitverschiebungen relevant sind für das, was wir hier besprechen. Wenn du nach Ästhetisierung fragst, kommt mir sofort in den Sinn, neben Gramsci, selbstverständlich Walter Benjamin, 1936, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, der im Übrigen ja schon das Problem der Möglichkeit von Umkodierung aufgreift im Vorwort, was nicht mitveröffentlicht wurde dann in der französischen Übersetzung, wo er sagt, er will einen Text liefern oder eine Theorie einführen mit Begriffen, die für den Faschisten völlig unbrauchbar sind. Erstmal macht er das nicht im Folgenden, und zum Zweiten ist es eben auch nicht so. Also wir wissen mittlerweile, dass alle reaktionären Kräfte, davon ist in der französischen Übersetzung am Ende die Rede von reaktionären Kräften, in der deutschen heißt es Faschismus, verwenden können, was immer sie wollen. Und den Hinweis auf Warburg mit der Pathosformel und der Formalisierung, den finde ich jetzt wichtig, daraus will ich noch einen Bogen machen. Letzte Bemerkung zu Benjamin, der kommt natürlich deshalb in den Sinn, weil zum Schluss dieses Kunstwerkaufsatzes spricht er ja von der Ästhetisierung der Politik. Man kann ruhig nochmal nach meinem Verständnis zwei Sachen dazu sagen, die wichtig sind, um sowas für heute zu übertragen. Was meint Benjamin mit Ästhetisierung der Politik? Er sagt, die Massen haben, er schreibt als Kommunist, ne? Die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Und jetzt kommt der wichtige Satz, der Faschismus gibt ihnen einen Ausdruck. Also was passiert in dieser Kultur ist, keine gesellschaftliche Änderung, obwohl die Masse auf der Straße ist und scheinbar als Masse für eine Form von Veränderung, Revolution, wie auch immer, Bewegung steht. Aber es ist nichts weiter als eine quasi imaginäre Verdopplung von dem, was die Masse als Masse ist. Nürnberger Reichsparteitag. Und dann gibt es ja diesen Schlenker bei ihm über die italienischen Futuristen und so weiter, die Politik gipfelt im Krieg, und das wäre jetzt auch nochmal zu sehen, wie das so mit heutigen Bildern des Krieges ist und Krieg überhaupt über Bilder eben weiter transportiert, das ist ein Nebenpunkt. Dann gibt es ganz zum Schluss diese Formel, dass der Faschismus die Ästhetisierung der Politik betreibt und der Kommunismus antwortet mit der Politisierung der Kunst. Das halte ich deshalb für wichtig, weil da nicht steht, der Kommunismus antwortet mit der Politisierung der Ästhetik,
sondern die Ästhetisierung der Politik, die ist passiert. Die gibt es unter demokratischen Bedingungen sozusagen in der individualisierten Form. Also nicht mehr die Masse findet ihren Ausdruck, sondern das Individuum hat quasi ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Aber in der kapitalistischen Konsumwarengesellschaft finden wir sozusagen einen Ausdruck dieser Individualität im Modus einer immer schon ästhetisierten Politik. Politik funktioniert gar nicht anders als über diesen Modus der Ästhetisierung, von bis hin zu den Fernsehduellen von irgendwelchen Präsidentenkandidaten und so weiter. Oder zu welchem Friseur Gerhard Schröder gegangen ist früher und bla bla bla. So, ich habe einen völlig anderen Begriff von Pop, den ich jetzt mal ganz kurz noch anreißen will. Kulturindustrie, weil du den Begriff ja erwähnt hast, Adorno Horkheimer, ein paar Jahre später, 1944, erscheint diese Dialektik der Aufklärung, wo das zentrale Kapitel ist. Kulturindustrie, um es kurz zu machen, beschreibt für mich, dass jetzt auch die Kulturproduktion ganz selbstverständlich im Kapitalismus unter Bedingung der Warenproduktion funktioniert. Das heißt, alle Kultur wird zur Ware. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, auch nichts Böses. Es ist halt so, wir haben Hosen an, wir essen Brötchen oder irgendwas, wenn wir was zu essen haben. Und Filme werden eben, das Hollywood im Fließbandsystem sozusagen, im Studiosystem hergestellt als Waren. Die Popkultur treibt das weiter, also vom Begriff her, der in den 50er Jahren eben auftaucht in der Kunst, was nicht unbedingt zu übersetzen ist mit populär, aber ein Teil davon ist, Pop, treibt das weiter insofern, dass jetzt die Ware selber wieder zur Kultur erklärt wird. Und einmal in der Form, wie wir es kennen, Warhol und so weiter, also wir holen sozusagen die Ware ins Museum, aber eben auch einfach in der Weise, wie sozusagen die Warenproduktion nicht mehr das ist, was in der Fabrik stattfindet und dann irgendwie in den Supermärkten oder sonst wo landet, sondern der Gesamtbereich durchkapitalisierter Gesellschaft ist genau das, was Guy Debord, der ja auch vorkam in dem Film kurz, beschreibt als eine Gesellschaft des Spektakels. Wir können uns die Welt nicht mehr anders denken als in der Vorstellung, wie die Welt nun mal ist. Deswegen wäre die Frage, ob die Nazis, Identitären und so weiter eigentlich so viel umkodieren oder ob das nicht einfach nur das ist, was die eh schon nutzen vom Vorrat her. Und da will ich eine Bemerkung machen zu dem mit der Pathosformel, mit der Formalisierung. Was die Kulturindustrie uns Menschen ja abnimmt, ist das, was Adorno und Horkheimer den Schematismus nennen. Kant hat ja an ein paar Tagen seinen 300. Geburtstag, bei dem kommt es zuerst vor. Das ist unser menschliches Vermögen, dass wir sozusagen in Schemata denken können. Das müssen wir auch machen, damit wir irgendwie die Welt, die wir ins Gedächtnis geliefert bekommen, uns erkenntnismäßig klar machen können. Das ist aber das, was die Kulturindustrie abnimmt. Ja, ich muss nicht groß interpretieren, was ist denn das jetzt, ne? Du sagst Hure, Nutte, Popkultur. Ich muss nicht groß interpretieren, was war nochmal eine Nutte. Nee, das weiß ich. Ja? Also das weiß ich natürlich nicht im Sinne von all der Individualität, die bei Menschen, die solche Arbeit machen, drin ist und so weiter. Aber von den Klischees her ist das sofort identifizierbar. Wir wissen alle, welche Provokationen und so weiter du ansprichst, wenn du dieses Bild benutzt. Und so funktioniert es ja letztendlich auch in den gezeigten Bildern, die die Nazis benutzen. Also das heißt, man kann es so umdrehen, bei Tonsteine Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, das ist links besetzt, aber das ist ja nicht originär etwas, was nicht sozusagen Rechte oder Vollidioten auch machen könnten, das kaputt machen, was sie kaputt macht. Und ja, vielleicht erstmal hier so ein Schnitt. Dazu gibt es von dir und von dir, glaube ich, Wortmeldungen erstmal. Ja, bitte? Nein, ich würde nur sagen, es gibt aber, oder was mich jetzt daran interessieren würde, wäre ein Schritt zurück. Also ich sehe das ein, das kann, es wird das Angebot gemacht, dass wir nicht mehr interpretieren oder nicht mehr erkennen, dass das Formen sind. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sich dem anders gegenüber zu verhalten. Und das war eigentlich, was mich immer an der Popkultur so interessiert hat, dass die mich ja dazu, genau das, was du
deinen Studierenden auch beibringen möchtest, dass man sozusagen dann doch wieder Schemata erkennt, nämlich Formeln, die benutzt werden, die mit irgendwelchen Leidenschaften gefüllt werden, mal von der einen Seite, dann von der anderen. Und warum jetzt diese Formeln und was lässt uns das erkennen? Was wird da zusätzlich ausgedrückt? Also wenn ich jetzt den Clip oder einen Teil des Clips anschaue, den du gezeigt hast, ist es natürlich dann schon für mich interessant, warum ist diese Figur dunkel gekleidet? Was mache ich mit der Musik, die da kommt? Welche Assoziation habe ich jetzt dazu? Warum setzt die ein? Möglicherweise nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, es gibt ja immer auch die Möglichkeit, sich nicht einfach nur auf diesen Sog einzulassen, dieses sich eben nicht in Schemata, wie Sie gesagt haben, zu denken, sondern sich zu überlegen, was das tatsächlich wieder an Widersprüchen ausdrückt oder aufrufen könnte. Das ist aber schon der zweite Schritt, weil die Wahrnehmungsform ist natürlich erstmal der Sog. So soll es funktionieren, also für den Sog ist es gemacht und der ist möglicherweise auch ja per se nichts Schlechtes. Vielleicht ist ja, also unter anderem interessiert man sich für alles, was Pop bedeutet, also auch fürs Kino, weil man da passiv sein kann, weil man sich auch mal einer Erfahrung hingeben kann und die erstmal auf sich wirken lässt. Und die macht was mit einem. Ist das Gleiche mit Oper. Genau, wahrscheinlich. Popkultur. Ja, Alex, bitte, du wolltest was sagen. Ja, also die Frage ist jetzt, ob es Pop jetzt in der Form überhaupt noch gibt, natürlich. Ne? Also sagen sie, das ist halt einfach sozusagen so ein Bezugssystem, denke ich sozusagen. Das ist was anderes. Wenn ich ein Bild jetzt in die Galerie hänge oder ins Kino oder in die Metzgerei oder so, das bedeutet jetzt jeweils was anderes im jeweiligen Kontext. Ne? Das Gleiche ist mit dem Film, wenn ich den im Kino zeige, das bedeutet was anderes, als wenn ich den in der Galerie zeige. Und mit der Wurst auch, wenn ich in der Metzgerei oder so. Und in dem Sinne ist das, denke ich sozusagen, dass es jetzt sowas wie Pop oder Kunst so ist. Es gibt nur dieses Bezugssystem, also so eine Art Diskursraum, in dem sowas verhandelt wird. Aber ansonsten denke ich, so Pop in der Form ist es irgendwie schwierig, so finde ich es irgendwie schwer drüber zu reden, weil sozusagen, das ist ja mittlerweile so allumfassend geworden, sozusagen, das ist Also diesen Gedanken aufgreifend, ich bin ja jetzt gerade in Hamburg und hatte das Glück, noch durch Hinterecken in diese Caspar-David-Friedrich-Ausstellung zu gehen. Ich glaube, die erfolgreichste je, Millionen, also unglaublich. Und ich war mit einer, jetzt kommt was Böses von mir, vor allem nachdem ich ihre ganzen Filmbilder gesehen habe, ich war mit einer Professorin dort und ich fragte sie aber, ob sie mir denn jetzt erklären könnte, warum jetzt alle Leute unbedingt diese Caspar-David-Friedrich-Bilder sehen wollen. Mein Take-Home-Message dieser Ausstellung war, wie gesagt, Sie können jetzt auch Eier auf mich werfen, ein paar gute Bilder, also tolle Bilder, viele ordentliche, aber doch eher ein uneven Painter. Da ist schon auch sehr viel. Ich weiß nicht, wenn da jetzt nicht Caspar David Friedrich drunter stehen würde, würden wir die bestimmt nicht ausstellen. Und jetzt jenseits auch davon, dass das natürlich lauter Mugs und Schals und so weiter mit Caspar David Friedrich. Hier kommt jetzt das Problem. Nicht nur die Kommerzialisierung macht daraus ein Pop-Phänomen. Pop also Close the Gap, ja, also damals Leslie Fiedler, das funktionierte ja nur, weil man hier von High Art und hier von Pop reden konnte. Wenn jetzt natürlich Caspar David Friedrich einerseits durch die Kommerzialisierung zum Pop-Phänomen wird, andererseits aber, also wie gesagt, ich fragte diese Frau ja, warum sie denn denkt, dass da so viele Leute rein wollen und sie sagte, ach, interessante Frage, habe ich mir gar nicht überlegt. Ich dachte mir wirklich nicht überlegt. Ich habe dann darüber aber nachgedacht und du ahnst, was ich jetzt sage. Ich spürte einen völkischen Geist. Und ich behaupte jetzt einfach, auch wenn die Leute, die das so lieben, keine AfD-Anhänger sind, riechen sie auch einen völkischen Geist. Ja, und da bin ich wieder bei der Pathos-Formel. Da ist nämlich etwas formalisiert. Ja, okay. Ja, ich meine, wollte nur ergänzen, da riechen sie richtig. Also ich habe für diese Drehbucharbeit, für den neuen Film, habe ich mir unter anderem auch das Höcke-Interviewbuch nie zweimal in den gleichen Fluss durchgelesen, sind auch teilweise kommen Passagen, also die meisten Passagen sind auch Zitate aus unterschiedlichen Quellen im Film.
Und unter anderem geht es dann um seinen Kunstgeschmack und also er gibt sich allgemein wirklich sehr belesen und möchte sozusagen als Intellektueller darin wahrgenommen werden. Und neben seinem Kamin hängt dann der Wanderer über den Nebelmeer. Sozusagen, das ist, was er sich jeden Abend anschaut und wo er dann sozusagen so ins Inszenieren kommt und so weiter. Millionen von Leuten in diesem Ausstellungsgebäude. Also ich finde, das sollte man drüber nachdenken. Markus. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich meine, das ist natürlich ein Bild, also man kann dem Bild das jetzt nicht angreifen, aber es ist sozusagen, es ist natürlich interessant, dass es jetzt so ein Phänomen wird, sozusagen, diese Caspar David Friedrich Ausstellungen, auch die Bücher geschrieben werden von unterschiedlichsten. Aber ich muss sagen, ich glaube, Caspar David Friedrich ist natürlich auch so ein Ding, dass man da reingeht und sich also wahnsinnig wohl dabei fühlt, dass man es kennt. Das ist so, also man weiß so, wohin mit seinen Gefühlen, wenn man da hingeht. Man weiß irgendwie, ja, aber das ist, ich glaube, das ist, ich glaube auch, dass es völkisch ist, in großen Teilen die Begeisterung dafür. Ich glaube auch, dass sie milieuübergreifend ist. Also da muss man kein AfD-Wähler für sein, da kann man auch bequem die Grünen für wählen. Und aber genau das ist der Punkt, das sind keine AfD-Wähler. Und Bio-Zisch trinken und sich prima fühlen und trotzdem sozusagen die Erhabenheit empfinden. Ich glaube, das ist so ein, klar, ne, da kann man sagen, wir leben so wir sind ein bisschen postpolitisch jetzt alle schon, ne, und links und rechts ist ja gar nicht mehr so eindeutig. Und dann ist natürlich plötzlich kommt man wieder in so einen interessanten Moment, ein bisschen wie Alex das vorhin auch dargestellt hat, im 19. Jahrhundert, wo Nationalsymbole plötzlich eine neue Bedeutung bekommen. Und ich kann mich schon daran erinnern, ich habe meine Kindheit in den 80er Jahren verbracht und nicht meine Jugend, aber ich kann mich gut an die 80er Jahre erinnern. Und in den 80er Jahren war Caspar David Friedrich Kitsch. Also meine Erinnerung sozusagen an meine Eltern und so, das war wirklich, die haben das als entsetzlichen Kitsch empfunden. Das war wirklich so, das wäre das Letzte gewesen, was man sich anguckt. Ja, und ich finde es interessant, eben auch, was dann passiert jetzt, ich habe auch darüber nachgedacht, ich habe auch wirklich über die Begeisterung, ich habe mir das Interview mit Florian Illis durchgelesen, der begeistert sozusagen dann spricht über die Notwendigkeit sozusagen dieses Symbolcharakters auch und so. Und das finde ich schon wirklich, ich fand das frappierend, mich jetzt beschäftigt auch diese Ausstellung und mich wundert das gar nicht, dass der Höcke das hängen hat, weil er sieht ja sich da drin, er sieht natürlich sich im Spiegel der Seele seiner selbst sozusagen, ne, auf das Unbekannte, also auf Deutschland im Nebel schauen, glaube ich. Ja, und sozusagen, das ist schon, ich glaube, das ist relativ einfach alles sogar. Das ist vielleicht wirklich auch die besondere Verwendbarkeit von Caspar David Friedrich, über die wir jetzt alleine reden können. Also ich hatte zum Beispiel eine Nietzsche-Ausgabe, Schriften über Wagner, da war der Wanderer über das Nebelmeer drauf, vorne, Inselverlag, auch 80er Jahre, fürchte ich. Markus Stiegelegger hatte sich gemeldet an Alex. Ja, ich wollte noch ganz kurz was ergänzen zum Thema Pop-Begrifflichkeit. Was wir nicht vergessen dürfen, Kontrakultur Halle verweist ja durchaus auf die Funktion von Pop in den 60ern in Amerika als Counterculture. Das ist eigentlich die deutsche Variante davon. Und wenn ich das Tonsteine Sterben-Lied zitiert habe, war das weniger als Unkodierung, sondern als Neukodierung. Die Idee ist, dass man tatsächlich, da stimme ich total zu, man kann dieselben Dinge, die quasi Variablen sind, neu kodieren, indem man sie mit neuen Ideologien quasi verbindet. Und das wird halt relativ erfolgreich gemacht oder das habe ich ja versucht nachzuweisen. Und die Idee ist, dass man auf Dinge zurückgreift, die also sehr universal erscheinen. Das mag auch bei Friedrich-Rezeptionen eine Rolle spielen und gleichzeitig mit sehr spezifischen politischen Forderungen verbindet. Und das ist eben tatsächlich das Neue. Also es geht mir nicht um die sondern um die Neukodierung. Das wollte ich ergänzen. Und da ist tatsächlich die amerikanische Idee von Popkultur im Hintergrund, und es ist ja absurd, sich vorzustellen, dass eine Ghetto-Musikkultur aus der schwarzen Community Amerikas tatsächlich die Folie ist, auf der dann komplott diese Dinge neu kodiert, rechtsextrem neu kodiert. Und das ist eigentlich das, was ich meinte. Also nur um das, weil ich glaube, es ist ein bisschen missverständlich gewesen in der Kürze. Ich habe mal einen Film gemacht, der hieß Wintermärchen, eine Geschichte über ein rechtsterroristisches Trio in Anlehnung natürlich an den NSU, aber nicht über den NSU, mehr die Untersuchung von der Verquickung von Gewalt und Sexualität, Isolation und Gewalt und Sexualität. Und wir wollten am Ende, nach dem Film, also wenn der Film vorbei war, es gibt keine Musik in dem Film, so wirklich, es sollte ein Lied geben am Ende und ich wollte eigentlich gerne ein linkes Protestlied
haben. So. Und es war wirklich wahnsinnig schwer. Es war fast unmöglich, ein Lied zu finden, also wenn es jetzt nicht strohdoof ist, ein gutes Lied zu finden, dass man als Zuhörer nach diesem Film richtig versteht. Also als sozusagen ein Ausdruck sozusagen, also wie wenn sozusagen der Film Protest einlegt, das Lied Protest einlegt gegen die Figuren, die man gesehen hat. Das war mir so ein Anliegen, das daran zu erinnern, dass das nicht unwidersprochen bleibt, was in dem Film passiert. Und es war wirklich schwer. Wir haben eigentlich, also alle möglichen Lieder, die quasi berühmte Arbeiterlieder sind, berühmte Lieder der 50er, 60er, 70er Jahre, haben sich alle nach dem Film angehört wie rechtsextreme Kampflieder. Also wir haben dann fast alle, also wirklich verrückt, also die Moorsoldaten und sowas, da will man gar nicht mit anfangen. Also es war so ein, also ja hier Hannes Wader und sowas, also sozusagen solche Figuren, wenn man das da dran gelegt hat, das hat überhaupt nicht funktioniert, im Gegenteil, es wurde ganz scheußlich und am Ende haben wir dann von den Ärzten Schrei nach Liebe dran gehängt, in einer Neuinterpretation anders eingesungen auch und so. Das war dann so ein halber Kunstgriff, das ging schon. Ich wollte gar nicht so eindeutig sein eigentlich. Aber es ist interessant, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert, weil die Geste, um die es immer geht, ist natürlich die Geste der 50er, 60er, 70er Jahre, 80er Jahre sogar noch, ist die Geste, der Widerstand gegen die Mehrheitsgesellschaft, der Widerstand eigentlich. Ne? Und diese Widerstandsgeste, die nimmt ja dann sozusagen die neue Rechte für sich ja vollständig in Anspruch. Also es gibt ja eigentlich, also die Widerstandsgeste, es gibt ja in dem Sinne diese linke Widerstandsgeste nicht mehr. Sozusagen die Linke geht ja auf der anderen Seite in eine Art, das sprengt natürlich jetzt den Rahmen dieser Diskussion, wohin die geht, aber die geht natürlich eher in eine Vereinzelung und weniger in eine Blockbildung gegenüber sozusagen einer Mehrheitsgesellschaft. Und das ist interessant. Und ich wollte genau das eigentlich bestätigen, dass wir es genauso erlebt haben und wie unmöglich das beinahe war eigentlich, das umzusetzen, was wir vorhaben. Jetzt Alex, bitte, und dann wollte ich mal gerne ins Publikum kurz geben, oder noch Elisabeth und dann Publikum. Und dann, okay, na gut, dann nicht Publikum, bitte. Ja, ich wollte auch nur anmerken, dass Johnny Rotten ja auch Trump-Unterstützer ist und nochmal so ein bisschen darüber, sozusagen auch nochmal über mehr oder weniger die Zukunft reden, also sagen Leute wie Elon Musk und und Peter Thiel. Und da hat sich ja der Freiheitsgedanke dann komplett gewandelt. Ne? Also dieser ursprünglich progressiv konnotierte, der ist jetzt libertärer Kapitalismus, sozusagen, also mit privaten Städten, die jetzt ja schon gebaut werden, sozusagen so unter Zuhilfenahmen von Thinktanks, von deutschen Unis, in der TU München forscht dazu ja auch. Und das geht jetzt ja schon auch in eine komplett andere Richtung. Also so geht es, da kommt man ja kaum hinterher sozusagen dann, ne? Ich wollte nur ich hatte mir das auch aufgeschrieben, subversiv. Ich glaube, dieser Begriff ist sehr kompliziert geworden. Subversiv. Wir wussten mal, was subversiv war und jetzt ist es schwierig. Und dazu auch noch, weil ich mir auch die rote und blaue Pille aufgeschrieben habe und was liebten wir doch, Matrix, und jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Und vor allem der Film Fight Club, als Fight Club rauskam, ich meine, das war doch phänomenal. Nimm das Mikro. Aber das macht mich nervös. Ich liebte diesen Film. Ich fand das fantastisch, ja. Und wenn man sich das jetzt anschaut, merkt man, es ist absolut möglich, das aus einer völlig anderen Perspektive für sich zu vereinnahmen. Das wiederum lässt mich dann darüber nachdenken, was heißen jetzt diese Filmbilder, die Filmformen und so weiter. Aber ich glaube, das ist ja, glaube ich, es ist total logisch. Das ist im Prinzip so ähnlich, wie ich es gerade mit dem Film beschrieben, oder dem Lied beschrieben habe, dass natürlich, das ist ja die Frage, wie das politische Spektrum sozusagen sich jeweils gerade im Kräfteverhältnis sieht. Ja, aber das muss ich jetzt was zu sagen zu Fight Club. Also gerade diese Art, wie eine bestimmte Form, des Denkens, die wir heute als paranoid oder querdenkerisch oder so bezeichnen würden, dass es die schon mindestens in den 90ern gab, auch in den 80ern, also gibt es wahrscheinlich zu allen Zeiten, aber dass die in dieser Gestalt Film auftauchte. Ich glaube, dass es schon Filmanalysen auch damals, als sie rauskamen, in den 90ern gab. Ein Film wie Gladiator, Matrix, Fight Club, genau, zu vielen, ja, dass oft schon so gelesen wurde, dass man da eigentlich eine Art von, also seit die Postmoderne aufgekommen ist, hat man das postmoderne Denken nicht als progressiv, sondern als reaktionär verstanden und hat die
diese Popkultur, die es eben erlaubte, anything goes mäßig, alles irgendwie gut zu finden, wenn es nur cool war und in Frage stellen, dass da eigentlich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und jedem Rationalitätsanspruch. Und dass eine totale Willkür am Ende bei einer Form von primitiven Faschismus landet, das ist doch offensichtlich gewesen. Und ich glaube, das ist in Analysen der damaligen Zeit, kann Texte raussuchen, ist das drin. Jetzt nicht Fight Club, aber okay. Also auch wenn man kann ja diese Sachen mögen. Ja, man kann auch Ernst Jünger lesen und mögen, muss man nicht, glaube ich, aber man kann ja nicht sagen, der ist nicht rechts. Und so müsste man vielleicht mit einem Film wie Fight Club dann umgehen. Und man müsste diesen Moment, also Matrix ist natürlich dann der Film per se auch der Realitätsverweigerung. Vielleicht ist es manchmal gut, aber man kann auch nicht so tun und sagen, nee, das ist Aufklärung und hier merken wir erst kritisches Denken in Matrix, bitte. Okay, sorry. Roger wollte was sagen und dann du noch. 3 Punkte, ich versuche die kurz zu machen. Das eine fällt mir ein, die Musikauswahl, die Schwierigkeit, Musik zu finden, bei der man sagen kann, die ist jetzt eindeutig links. Das scheint mir ein allgemeines Problem überhaupt der emanzipatorisch-libertären Bewegung zu sein, es eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, seitdem sie entstanden ist, in ihrer modernen Form nie hinbekommen zu haben, einen ästhetischen Kanon an Materialität herausgebildet zu haben, bei dem man sagen kann, das ist eindeutig links. Es gab immer wieder die Vorstellung, ja, bestimmte Taktarten zu nutzen und so weiter, das machen die Nazis nicht. Mittlerweile weiß man, es gibt auch faschistische Zwölftonkomponisten und auch, abgesehen von den Juden, die Zwölftonmusik war auch im Nationalsozialismus durchaus respektiert. In der gesamten Punk-Bewegung hat man genau das Problem gehabt, immer zu denken, Nazis können halt nicht Punk machen, können sie doch. Dann kam nachher die Idee, dass wenigstens die Linken die besseren Techno-Partys haben. In bestimmter Hinsicht stimmt das auch, was Übergriffigkeit angeht. Aber von der Musik her ist es alles hin und her verwandelbar und so weiter. Also das scheint mir ein Grundproblem zu sein, was sich auch abbildet wiederum bei solchen Begriffen wie zum Beispiel Subversion. Also das war jetzt vor Jahren mal so ein Thema, wo ich auch daran beteiligt war, zum Subversionsbegriff was zu machen und ich kriege das jetzt nicht mehr rekonstruiert, aber wenn man sich das ansieht, die subversive Aktion in den 60er Jahren, Frank Böckelmann, und wenn man jetzt alleine mal bei Wikipedia guckt, wo steht der Mann? Ja, der ist ganz recht. Mit allen anderen Leuten, die noch dazugehören, auch Rabel und so weiter. Also das ist jetzt ein extra Fass, was man aufmachen müsste, aber wo man eine Kontinuität hat. Eine Kontinuität gibt es auch, aber eben mit einem Bruch, den ich wichtig finde, um zu den 80ern zurückzukommen. Du hast auf Mohler verwiesen, Armin Mohler, der ja insgesamt eine sehr wichtige Rolle hat für die neue Rechte, wie sie sich nicht herausbildet, erst in den 80ern, aber wie sie in den 80er Jahren quasi sich als gesellschaftliche Kraft konstituiert. Zunächst noch im Schatten, aber eben das mit all den Publikationsorganen, die es dazu gibt und auch mit den ersten Einsigerungstendenzen in andere intellektuelle Milieus und Akademien und so weiter. Was es parallel gibt in den 80ern und was man sozusagen nicht vergessen darf vor dem Hintergrund des Historikerstreits ab 86, eben im Zuge der Jugendbewegung, in Klammern, die noch ganz eindeutig links kodiert sind. Also bis dahin, dass, keine Ahnung, HSV-Fans in Hamburg RAF-Parolen grölen. Ja, was an sich ja erstmal überhaupt nichts mit links zu tun hat, aber sozusagen von der Symbolprovokation, zum Provokationsbegriff sage ich gleich noch was, ist es ja entscheidend. Was in den 80ern kommt und vorher nicht da war, ist das, was man heute eben Neofaschismus nennt. Also das heißt, es gibt eine Reihe von Altnazis, es gibt auch junge Nazis, die in den 70ern schon da sind und Wehrsportgruppe Hoffmann und all die ganzen Gruppierungen und die NPD ist aktiv und so weiter, aber dass sozusagen sich eine Jugendkultur formiert, die sich bedient bei
bisher entweder politisch nicht sonderlich auffälligen, also in so einem reinen Sinne von Politik nicht auffälligen Jugendbewegung oder eben auch beim Punk bedient oder wie auch immer, auch die Skinhead-Bewegung, die dann kommt, die sich da formiert und so weiter und die auch in Gruppen organisiert ist, von bis Wiking-Jugend und dann kommt nachher Michael Kühn und ANSNA und diese ganzen Gruppierungen. Das ist neu in den 80ern. Das ist auch insofern neu, weil sich im Schatten davon auch mit neuen Bewegungen auftretenden Linke organisiert. Also neu auftretend heißt, Ende der 70er kommen die Autonomen ins Spielfeld und so weiter, die K-Gruppen verschwinden langsam. Und es gibt die Antifa, ja, die im Übrigen ja auch ästhetisch zwar progressiv ist, aber gleichzeitig zurückgreifen muss auf das Antifa-Logo, was von Max Gebhardt, ein Bauhausler, ist und ja, heute mehr oder weniger schon kriminalisiert ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das haben wir. Wir haben einen Faschismus als Jugendbewegung in den 80ern und was mir sehr wichtig ist oder was mir ein sehr zentraler Punkt scheint, wir müssen reden darüber, dass parallel zum Historikerstreit, zu dieser Frage der Singularität, salonfähig in den 80er Jahren geworden ist, Ende 70er, Anfang 80er geworden ist, die Auschwitz-Lüge. Das hat es vorher nicht gegeben. Also ja, Nazis haben immer schon geleugnet, dass die Shoah passiert ist. Aber dass sozusagen das auf einmal etwas Diskutables ist, bis dahin, dass Jean-François Lyotard seinen Widerstreit anfängt mit Faurisson und der Problematik, dass es verschiedene Idiome des Sprechens gibt und so weiter. Und diesen Film gibt es ja nachher auch, Verleugnung, und, ne, also wegen der Anklage gegen David Irving. Ja, also dass das gesellschaftliche Themen sind, über die man auf einmal reden kann. Das ist ein sehr zentraler Punkt, eben auch für das, was den Historikerstreit so interessant macht. Ich bin deshalb darauf gekommen, weil wir haben ja mittlerweile Streit 2.0 in der Frage, was ist schlimmer, Kolonialismus oder eben die Shoah. Und da finde ich bemerkenswert, dass es sozusagen so ein Deutschlandfunk-Thema ist. Ja, also da kann man sich so einklinken und zu verhalten und so, aber das hat sozusagen keine Parallelbewegung, dass man sagt, hier Historikerstreit, da haben wir dieselben Akteure, die auch bei der identitären Bewegung irgendwie dabei sind und jetzt organisieren wir die Antifa neu oder so, ja, die dann in Budapest gegen den Tag der Ehre vorgeht und dann mit Auslieferungsbescheid von der Bundesstaatsanwaltschaft. Und es sind die gleichen Lager auch. Also und es sind die gleichen Lager. Es sind die gleichen Lager. Und das halte ich für einen wesentlichen Punkt, wenn man sich da nochmal deswegen kam ich vorhin drauf, diese Verschiebung mit den 40 Jahren ansieht. Ja, also dass wir jetzt zurückblicken, also wenn wir in die 80er blicken, in eine Zeit, in der ähnlich wie in den 80ern, dann 1980ern, quasi die Nachwehen des Postfaschismus zu bemerken waren, wir heute mit den Nachwehen eben auch des damaligen Postfaschismus zu tun haben, aber eben vor allen Dingen auch mit dem gesamten Prozess von, hier Sonnestadt, Reagan war ja angesprochen, also Reaganomics, Thatcherism, der Neoliberalismus, in dem Zuge geistig-moralische Wende, dann mit dem Führersieg des Kapitalismus nach 89, dem Verschwinden einer Perspektive, die nie eine war, davon mal abgesehen, aber zumindest nominell war es eine Perspektive zu sagen, ich bin zwar Kommunist, aber das in der DDR will ich nicht. Ja, was sagt man jetzt? Ich bin Kommunist und Idiot. Weil, letzte Bemerkung, also ähnlich wie mit dem Subversionsbegriff, mir scheinen zwei Begriffe völlig abhanden gekommen zu sein. Der politische Begriff der Emanzipation, also dass es nicht einfach nur darum geht zu sagen, oh, wir wollen irgendwas ein bisschen hier und da und so, sondern dass es einfach darum geht, wir bleiben dabei, es gibt eine Möglichkeit des Menschen, mehr aus dem Leben zu machen, als das, was 2024 möglich ist. Und das ist ein gesellschaftliches Projekt, das umzusetzen. Zweitens, dann das gedeckelt mit einer Kultur oder angebunden an einen kulturellen Protest über Provokation. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, das kam mir eben in den Sinn. Ich habe das Gefühl, hier, das, was du auch gezeigt hast, ja,
ich finde das wenig provokativ. Also das ist vielleicht so ein bisschen schockierend, weil man denkt, huch, ach, so habe ich es noch gar nicht gelesen. Stimmt, da steckt ja was Völkisches drin oder so Nazi-Männertum und so weiter. Ja? Aber ich finde es sozusagen, vielleicht sehe ich es falsch, aber nur als These. Für mich bedeutet das keine Provokation, dass ich mich irgendwie herausgefordert fühle oder denke, oh, jetzt muss ich mal völlig neu denken oder, ja, nee, also, und vielleicht stimmt das nicht. Vielleicht gibt es doch eine, das habe ich mich nämlich gefragt bei dem Sparta-Ausschnitt, das ist nämlich die Provokation des schlechten Geschmacks. Du, Markus, hast ja auch was gesagt über Fremdschämen. Es gibt ja eine bestimmte, vielleicht ältere rechte Kultur oder rechtsextreme Kultur, sowohl in der Literatur wie beim Filmen machen, wo man sagen kann, das ist ein guter Geschmack. Wenn ich jetzt diesen Sparta-Ausschnitt sehe, dann geht es mir so, dass ich das eigentlich nicht ganz ernst nehmen kann, wenn der dann sagt, here is Sparta or we are Sparta. Das wirkt ja wie unfreiwillige Komik. Und mich würde eigentlich interessieren, ob es eigentlich sowas, eurer Ansicht nach, sowas wie einen rechten Humor gibt. Also funktioniert da die Humorebene anders? Oder die finden es ja nicht lächerlich und zum Fremdschämen. Ich weiß ja auch nicht, wie es im Publikum ging. Ich würde dann gerne zumindest dann zum Abschluss nochmal eine Runde ins Publikum. Vielleicht zu der Humorfrage hätte ich schon gerne was von euch. Markus oder Elisabeth meinte, ich muss was dazu sagen, also mache ich das mal. Also ich denke, 300 und überhaupt die Ästhetik, die Zack Snyder, der Regisseur Zack Snyder, reproduziert, ist hochgradig pathetisch in erster Linie und darüber funktioniert sie. Man kann sie daraufhin lächerlich finden und das ist mit Sicherheit bei Rebel Moon, der Netflix-Produktion und so weiter, sehr offensichtlich. Und man kann sie quasi adaptieren in alle möglichen Bereiche. Er hat ja einen Kinderfilm gedreht, Die Wächter der Nacht, wo er mit Eulen, die dann auch so Spartanerhelme hatten und auch so Initiationsrituale und sowas, als eigentlich 300 für Kinder nochmal gemacht. Ich denke nicht, dass das quasi diese humoristische Lesart verträgt, weil daran scheitert das zerfällt. In dem Moment zerfällt das zu Staub. Und ich habe mich das auch gefragt, weil wenn man sich mal auf die Seite von Hydra Comics verirrt, ja, dann ist es so, dass da ja neue Superhelden, und Hydra ist ja auch diese Organisation aus dem Marvel-Universum, ne, die dann positiv gedeutet wird, und das ist super lächerlich. Und wenn man dann Musikvideos dazu sieht, die auch gerappt werden, aber heidnisch gerappt, mit so Wolfsschädel auf dem Kopf und sowas, das ist schon sehr befremdlich. Und ja, da kann man sich fragen, ist das der Humor jetzt? Vermutlich nicht, weil die Aussagen, die damit verknüpft sind zwar pathetisch präsentiert, aber sie sind absolut entsprechen 1:1 dem Narrativ, um das es geht. Ja, da sind keine Brüche. Und ich denke, der Humor sind Memes, die durchaus auf Feindbilder zielen. Das ist der Humor. Ja, die tauchen da aber nicht direkt auf. So, ich muss jetzt ganz kurz sagen, wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Ich will wenigstens einmal die Möglichkeit geben, ganz kurz, wenn jemand gerne was sagen möchte, dazu kommentieren möchte oder eine konkrete Frage hat, bitte, Sabine. Haben wir uns immer gestritten über Laibach. Ist es eine linke oder eine rechte Band? Wäre zum Beispiel mal interessant gewesen, die haben 2014 ein Video gemacht, Europe is falling apart. Und die deuten ja wieder sozusagen diese rechte Ikonografie um. Also ich glaube, um die Aufgabe, jedes einzelne Werk oder jede einzelne Hervorbringung zu diskutieren, kommt man einfach nicht herum. Und das Publikum tut es ja. Also in Fankulturen oder so kann man ja sehen, dass diese Kulturwaren hinterfragt werden, zerlegt werden, und zwar auf eine ganz andere Art, als sie irgendwie die Kultur als Ware macht.
So, und dann nochmal der Begriff der Emanzipation. Ich habe gerade eine Dokumentation gesehen über Lützerath. Das sind ja Leute, die probieren wirklich was aus, die da diese Hüttendörfer bauen. Da gibt es eine Gegenbewegung, nur hat die keine Verfasstheit mehr, wie früher linke Bewegungen die hatten. Und das finde ich eigentlich ganz furchtbar tragisch. Und da muss man auch sagen, das ist einfach ein ideologischer und politischer Prozess, diese Leute zu unterdrücken und unsichtbar zu machen. Danke. Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort, weil das war ein ganz gutes Schlusswort, dass jedes Werk am Ende als Einzelnes gesehen und auch analysiert werden muss, auch so schwer das ist. Da hilft uns ja dann die Filmkritik dabei zum Beispiel. Und wir werden das hier auch weiter versuchen und in unseren Gesprächen, die können wir auch gerne fortsetzen. Ich bitte um Nachsicht. Normal könnte man die Zeit etwas mehr ausreizen, aber wir müssen hier auch kurz umbauen und in einer sehr knappen halben Stunde, eigentlich schon sogar schon in 20 Minuten, haben wir hier nämlich dann eine Live-Schalte mit Alexander Kluge und die müssen wir streng einhalten. Darum am besten gleich sitzen bleiben. Bis gleich, danke.